Was geht, liebe Vivi-Fam, und willkommen zu einem wunderbaren Livestream. Und ich habe heute einen fantastischen Gast mit dabei, und zwar nämlich den guten Dr. Profit. Viele von euch werden ihn kennen. Und ich sehe gerade tatsächlich. Willkommen zu einem wunderbaren Livestream. Ich sehe gerade. Ach so, okay. Perfekt. Das klappt doch alles. Sehr schön. Ich habe gerade nämlich gedacht, ich habe nämlich irgendwelchen falschen Link geteilt. Aber sehr schön. Ja, ich habe heute einen fantastischen Gast mit dabei, und zwar nämlich den guten Dr. Profit. Und bevor wir jetzt hier aber reinstarten für alle englischsprachigen oder für alle englischsprachigen, give the stream at first a like and a follow if you don't miss the next interviews with Reese and David Yu. And this interview will be not in English, in German. And by the way, on the patient handler will upload a recap video from today's AMA in English. That means follow him and stay tuned. Und in dem Sinne würde ich sagen, für alle Englischen, wie gesagt, sollte das jetzt auf jeden Fall klar sein. Und ich muss gerade gucken, ich weiß warum auch immer nicht. Ich kann irgendwie den Chat nicht sehen, aber das kriegen wir auf jeden Fall anders hin. Einen Moment. Das ist natürlich super schöner Vorführeffekt hier. So. Erstmal schön, dass du da bist und heute Abend dir die Zeit genommen hast, für uns als Community uns ein paar Fragen zu beantworten, wie du manche Sachen siehst. Und ja. Ja, danke für die Einladung, Cap. Gruß nach Deutschland. Freue mich auf jeden Fall, hier mal teilnehmen zu dürfen. Ja. Genau, für die Leute, die den Dr. Profit nicht kennen und jetzt sich denken, hey, wer ist denn jetzt dieser anonyme Mann, der jetzt hier aus dem Mikrofon spricht? Das Ganze ist der größte Vivi-Wahl, jedenfalls zum momentanen Zeitpunkt, mit über 17.000 Collectibles auf Vivi und ist schon auch sehr lange im Crypto-Space unterwegs, hat dort reichlich Erfahrungen gesammelt und ist tatsächlich auch Deutscher, wie man es vielleicht auch an der Stimme hört. Du kommst aus Frankfurt, richtig? Ja, ich bin in der Umgebung von Frankfurt geboren, ja. Okay. Also Hesse, ja. Dann gab es auch direkt so ein paar Fragen natürlich. Ich würde das mal ganz kurz am Anfang machen. Du bist ja aus Deutschland ausgezogen. Wie fühlst du dich jetzt da, wo du jetzt wohnst? Meines Wissens wohnst du in Portugal jetzt. Wie fühlt sich das an? Vermisst du Deutschland? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich bin ja nicht von Deutschland nach Portugal, sondern ich habe in UK gewohnt, auch berufstechnisch. Und ich habe mich hier sehr gut eingelebt und genieße hier das Leben. Also ich arbeite hier, habe meine Firma und habe mich sehr hier dran gewöhnt an das Leben. Also würdest du jetzt nicht sagen, du würdest gerne zurück nach Deutschland, so wie ich das raushöre? Ich meine, es gibt ein paar Sachen, man hat Freunde in Deutschland, ja, die vermisst man, die kommen aber auch regelmäßig besuchen, die haben das ja auch schon kapiert, dass das hier ganz nett ist. Und es gibt gewisse Sachen, die man natürlich jetzt, also wenn man sich für ein Land entscheidet, und ich habe mich ja erstmal hier für Portugal entschieden, es gibt immer positive und negative Sachen, solange die positiven Sachen überwiegen. Also es gibt kein Land, was nur Pluspunkte hat, ja. In Deutschland gibt es eine super Infrastruktur, es gibt super Bier und super Brot. Das gibt es hier in Portugal nicht und die Handwerker dauert alles länger etc. Aber wenn man man muss das halt mit seinem persönlichen Geschmack abwägen und wenn dann die Pluspunkte überwiegen und das tun sie jetzt hier, dann bin ich hier sehr zufrieden und deutsches Bier und deutsches Brot kriege ich übrigens hier auch. Also insofern, das Problem habe ich geregelt. Sehr schön. Dann würde ich sagen, fangen wir mal so mit der vielleicht spannendsten Frage an. Und um das mal so ein bisschen jetzt hier mit dem Thema Vivi und Omi auch reinzustarten, wie bist du denn überhaupt zu Vivi und Ecomi gekommen? Wie hast du das Ganze entdeckt? Ja, also ich weiß nicht, ob du noch dich interessiert, wie ich überhaupt auf Krypto gekommen bin. Ja, Also das sonst ist starten wir natürlich so eine, rein. ja, ja. Oder wir können auch gerne erstmal mit Vivi Ecomi. Ich meine, ich bin ja länger im Crypto-Space gewesen und ich bin so Überzeugungstäter. Also ich gehe nur mit High Conviction in Investments rein. Und das hat mir seit 2013 ganz gut geholfen, weil es gibt immer Auf und Abs und dann, wenn du keine High Conviction hast, dann verkaufst du auch schnell. Ja? Und bei Vivi, ich bin der Meinung,
dass ich das wahrscheinlich auf Reddit damals gelesen habe. Ich bin erst auf den Token gekommen und dann bin ich im März 2021 auch auf die App gegangen und habe angefangen zu kaufen. Damals aber nicht im großen Stil, hatte für mich noch ein paar Nachteile. Aber ich glaube, was die bei mir auch entfacht haben, dass ich zum Sammler wieder geworden bin. Also, ich erinnere mich dann an alte Zeiten zurück, wie ich, als kleiner Junge auf die IAA gegangen bin und so diese Autonadeln zum Beispiel gesammelt hat. Das war damals das Ja. Große. Und ich habe auch, Coca-Cola oder Cola-Dosen gesammelt. Ich habe in meinem Leben alles Mögliche gesammelt. Aber wenn du dann so mehrere Umzüge machst, dann hast du eigentlich irgendwie nichts mehr davon, ja. Mhm. Und für mich ist das irgendwie so eine logische Entwicklung, dass man Sachen digital sammelt und die kann man halt überall hin mitnehmen. Hinzu kommt natürlich, dass ich bin prinzipiell, auch, Fan von Marvel und DC Comics. Das sind so Sachen, die man noch und Star Wars, die man aus der Kindheit noch sich gut dran erinnert und jetzt auch, weiterverfolgt hat. Bin jetzt aber kein, sage ich mal, Comicsammler gewesen. Und das hat so 'n bisschen WoW hat das bei mir entfacht. Und hinzu kommt natürlich auch noch meine Überzeugung, dass ich an Augmented Reality halt extrem glaube, dass das nächste große Ding wird und da verschmilzt halt alle meine Visionen, sage ich mal. Ja. Ja, ich weiß voll, was du meinst. Also, ich kann das auch total nachvollziehen, dass du halt sagst, dass Digitales halt einfach du hast es halt einfach transparenter, du kannst es halt überall mit hinnehmen. Ich merke es bei mir selber so, ich mag das total. Ich habe das alles auf meinem Handy und wenn ich jetzt zum Beispiel unterwegs bin, ich plane jetzt halt zum Beispiel eine Weltreise zu machen, dann muss ich mich nicht darum kümmern, was hier irgendwie mit meinen Sachen passieren würde, die ich hier physisch habe, Ja. sondern ich habe halt alles digital und kann alles überall mit hinnehmen und also, es bietet halt unfassbaren Komfort und meiner Meinung nach kann es einen auch sehr viel mehr binden als Sammler. Also, mir geht's da ähnlich wie dir tatsächlich und auch wahrscheinlich vielen anderen so. Ja, und Augmented Reality wird ja noch besser werden und irgendwann gehe ich davon aus, dass wir Ray-Ban Brillen haben, die Welt, die digitale und physikalische Welt verschmelzen lassen. Die Vision, die jetzt auch, der Tim Cook geteilt hat, war ja auch, noch mal genau das. Der hat 'n GQ-Interview gegeben. Die wollen tatsächlich die physikalische und die digitale Welt verschmelzen. Und ich kann mir 'ne Welt vorstellen, wo die Hälfte der Gegenstände, die man besitzt, digital ist. Und man sieht sie dann tatsächlich auch jeden Tag. Ja, und ich meine, du teilst ja auch man muss ja auch wirklich sagen, also für die Leute, die nicht auf Twitter folgen, die verpassen da auf jeden Fall immer einiges, weil du postest ja sehr, sehr viel auch zur Augmented Reality und vieles davon habe ich auch davor noch nie gesehen und das ist immer super spannend, weil man so diese Entwicklung halt so 'n bisschen auch noch mitbekommt und das Ja. ist echt krass. Also, ich glaube, das heutige Video, was du zum Beispiel auch geteilt oder gestern, ich bin mir nicht ganz sicher, wo dann, irgendwie so mit Glas ist auf und dann konntest du so alles bedienen, deine Rollläden und so weiter. Das ist Ja. halt ich meine, wenn das halt irgendwann mal wirklich da ist, das ist dann Das halt sind jetzt schon erst mal echt so geil. Prototypen, ne? Ich meine, Ja, das zeigt, dass man also für Augmented Reality gibt es halt so viel Anwendung. Du hast gesagt, du machst 'ne Weltreise. Du wirst mit deiner Brille, 'ne Weltreise machen in China und du kannst mit den Leuten, die mit dir sprechen, mit dir Mandarin und du antwortest auf Deutsch und ihr könnt euch verständigen. Oder du ja. kannst das für Indoor-Navigation. Es gibt so viel positive Anwendungen für die Zukunft. Für mich ist das sozusagen 'n gesetzter Fakt, dass Smartphones, End of Life haben und in den nächsten 5 bis 10 Jahren ist der neue Standard Augmented Reality Brillen. Definitiv. Nur 'ne Frage der Zeit, auch meiner Meinung nach, und natürlich, wie es auch technisch vorangeht. Also, wenn man sich die letzten 20 Jahre mal anschaut, was da technisch passiert ist, dann ist das ja eigentlich in den nächsten 10 Jahren sollte das 'n Klacks sein mit Augmented Reality, aber wer weiß? Ich bin auf jeden Fall gespannt. Vielleicht braucht's auch 15 Jahre, aber kommen wird's meiner Meinung nach definitiv, weil es bietet einfach zu viel Komfort, dass man's Ja. nicht nutzen sollte. Also, Ich meine, ganz klar meine heutzutage würdest du wahrscheinlich sagen: „Okay, wer setzt sich so 'ne Brille auf?“ Und tatsächlich so 'ne Meta Quest Brille, damit will man nicht draußen rumlaufen, ja. Ähm, Apple wird vielleicht das Battery Pack, erst mal, tragbar machen, damit der Helm nicht so 'n oder die Brille nicht so 'n Gewicht hat. Und wir werden dann irgendwann auf den idealen Formfaktor, zusteuern. Eine weitere Variante ist ja, dass wir von 5G geht's auf 6G, von Wi-Fi 6 auf Wi-Fi 7 und irgendwann hast du so 'ne
kurze Latenzzeit, dass man auch alles einfach nur noch reinstreamt in die Brille und das Computing wird halt von der Edge-Location gemacht. So. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, wie sich das entwickeln kann, das wollte ich sagen. Ja, definitiv. Also, man muss sich einfach nur die Entwicklung des Handys anschauen und dann, was für Schritte es gebraucht hat, bis wir das Smartphone haben, was wir heute haben. Und das hat auch halt mit einem klobigen, großen, fetten Handy angefangen. Von daher, Und ja, bin ich da ziemlich optimistisch, ehrlich gesagt. eine gute Analogie ist das Smartphone. Ich war ja damals live dabei. Ich glaube, muss ich mal überlegen, 1993, schätze ich mal, hatte ich mein erstes Smartphone. Und damals wollte ja keiner glauben, dass man das braucht. Ne? Das war nur für ganz wichtige Leute oder Drogendealer. Ne? Und damals hat man AB gehabt und den abgehört. Und das hat jedem gereicht. Ja. Dann, wenn man sich im Kino verabredet hat, dann hat irgendeiner einen abfragbaren AB gehabt, dann hat man von der Telefonzelle den AB abgehört und dann konnte man sich nochmal koordinieren, falls irgendwas schiefgelaufen ist. Und das Witzige ist, auch als das Internet dann aufs Telefon kam, haben die Leute genauso gesagt, oder als das Internet kam, wer braucht das denn? Ich habe hier meinen Briefkasten, da kommt meine Briefe an, wozu brauche ich E-Mail? Ja, Ja. und ich habe das jetzt schon ein paar Mal miterlebt, ja, dass das erstmal am Anfang keiner braucht und am Ende wird es halt eine massentaugliche Technologie und das kann keiner verzichtet mehr drauf. Ja. Absolut. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch die Analogie, worauf sich viele Leute auch bei Augmented Reality beziehen, weil ich finde, es hat schon auch Hand und Fuß und wenn man sich die Vorteile anschaut und Tim Cook hat es ja auch öfter mal jetzt gesagt, dass, definitiv Augmented Reality uns in einigen Jahren nicht mehr wegzudenken ist. Mhm. Und ich meine, das ist also, da hast du so viele Vorteile, das ist eigentlich schon fast dumm, wenn man das nicht annimmt, muss man sagen. Also, Aber die Mehrheit der Menschen haben das jetzt noch nicht verinnerlicht, ja. Wenn man jetzt 100 Leute zufallsmäßig anspricht, haben vielleicht 10 bis 20 eventuell was von Augmented Reality gehört, aber die haben es noch nicht durchdacht, was das ja. eigentlich für die Zukunft bedeutet. Und deswegen sind wir auch in 'nem extrem frühen Stadium. Die Leute verstehen nicht, was diese Augmented Reality Welt bringt. Was denkst du, wie lange könnte das so dauern, bis sich das so etabliert hat gesellschaftlich? Wie, sagen wir mal so, vor 5 Jahren das Handy? Das wird wirklich von dem Formfaktor abhängen. Ich glaube, es wird genügend Apple-Fanboys geben, dass es dann schon ein paar 100 Millionen vielleicht in 5 Jahren in Verbreitung sind, vielleicht auch 500 Millionen. Also, aber ich denke mal, zwischen 5 und 10 Jahren ist es ein echtes Massenprodukt, Hm, ja. Und weil es auch das Handy ersetzt, das ist jetzt du wirst es nicht vermissen. Du wirst halt ein Augmented Reality Headset anstatt ein Handy kaufen, ja. Und die Leute geben ja schon 1.000 $ für ein Handy aus. Also, klar ist das jetzt 3.500, eventuell noch extrem hoher Preispunkt, aber eigentlich nix, wie sich das die Leute werden einfach switchen, sobald die Technologie einigermaßen ausgereift ist und der Formfaktor, gut ist. ja, definitiv. Und ich würde sagen, das ist erst mal 'n sehr schöner Einstieg, den wir jetzt hier auch gemacht haben. Ich habe aber noch 'ne Frage, die passt jetzt zwar nicht so ganz dazu, aber das hat mich Mhm. persönlich auch mal interessiert. Hast du denn eigentlich schon MCP? Ich habe es, glaube ich, in 'n paar Telegram-Gruppen hier und da mal geteilt. Ah, okay. Ich müsste mal grad auf mein Handy schauen. Die haben das auch irgendwann noch mal neu rekalkuliert und, Mhm. ich muss dann noch mal neu beantragen vor paar Tagen. Also, ich schaue mal. Jo. Ich bin auf jeden Fall Master Collector. Ja, das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn das nicht der Fall gewesen wäre. Ja, ja. Obwohl ich muss sagen, ich habe tatsächlich relativ viele Leute mit Tweets gesehen, aber ich habe bis jetzt nur Master gesehen und keinen Master Collector. Also Master, sorry, ich bin ach Master, so, ja. okay. Ähm, ich sehe grad ich weiß nicht, ob die 'n Update gemacht haben in der App, aber ich sehe jetzt grad mal keine ich habe, glaube ich, irgendwie so 'ne 1 bis 2 Millionen Punkte oder so was Ah, okay. und bin auf Rang, ich glaube, Level 63 oder so. Oha. Na, das ist ja schon mal ziemlich nah dran an den 100, würde ich sagen. Es wird immer schwieriger, ne, nach oben dann. Also, Aber hast jeder du so Level wird immer schwieriger von dem vorhergeherigen, ja. aber hast du vor also, hast du irgendwie so beim MCP 'n Ziel oder lässt du das einfach laufen? Du, ich habe das mal ausgerechnet. Ich glaube, ich komme schon auf den Rang 100 innerhalb von 1 Jahr, wenn ich das jetzt einfach noch weiter Hm, laufen lassen würde durch die täglichen Punkte. nicht schlecht.
Ich glaube, da muss Vivi sich Gedanken machen, dass sie da ein paar neue Ränge zufügen für dich. Ja, Besonders ich meine, du wirst ja wahrscheinlich langfristig gesehen nicht der Einzige bleiben, von daher wird es da, denke ich, auch noch mal andere Leute geben, die da dir vielleicht sogar Konkurrenz machen in Zukunft, wer weiß. gerne, 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 immer gerne. So, da wir jetzt schon so 'n bisschen in das Thema eingestiegen sind bei Vivi, fangen wir doch mal mit 'ner Frage an. Bisher warst du ja mehr oder weniger wirklich nur positiv gestimmt, aber gibt es für dich so 'n paar persönliche Dinge oder so 'n paar Dinge einfach in der App, die dich sehr stören oder wo du einfach Potenzial siehst, was man verbessern könnte? In der App selber oder ja, also man Ja. kann, ich, ich, ich glaube zum Beispiel, es gab nie einen richtigen Social Feed, ja, in der App. Und was ich auch gerne sehen würde, wäre sowas wie Shared Experiences. Das kann natürlich jetzt alles vielleicht auch mit Viviverse-Technik irgendwann mal kommen, aber ich finde, was jetzt noch fehlt, aber es hat jetzt auch Niantic bis jetzt noch nicht gestartet, soweit ich weiß, sind eigentlich 'ne Shared Experience, wo man jeder dein Collectible sieht oder sein eigenes hinzufügen kann. Das sind solche Sachen, man muss halt die App öffnen und dann ist es ja auch nicht persistiert. Ja, wenn man jetzt Mhm. seine Partnerstatue in die Ecke gestellt hat, muss man es wieder neu kalibrieren. Und in gewisser Weise warte ich da auf so diesen Techniksprung, dass man einfach nur das Handy auspackt und man sieht die Sachen sofort. Wobei ich gehe jetzt davon aus, dass die Augmented Reality Brillen da diese Persistenz, vielleicht die Apple-Brille, die jetzt rauskommen könnte, die kartografieren einfach dein Haus, deine Wohnung und damit kannst du dann wahrscheinlich Sachen auch persistieren. Das fehlt mir eigentlich. Mhm. Ja. Okay. Na gut, das sind ja schon 'n paar Dinge auf jeden Fall. Und ich sage mal so, die zweite Frage, die wir jetzt so haben, schließt so 'n bisschen daran an. Und zwar zurzeit gibt es ja schon sehr, sehr viel FAT beziehungsweise Sorgen, Beschwerden, was Vivi und Omi einfach angeht. Denkst du, dass es wirklich alles nur unnötiger FAT ist oder gibt es nur 'n paar Punkte, wo du sagst: „Hey, das ist zu Recht angesprochen, beziehungsweise es sollte auch mehr thematisiert werden?“ Zum Beispiel Mhm. Timelines, Skalierung, Kommunikation, Ja, ja. oder viele Fragen, die halt So, vom Team einfach monatelang ignoriert werden, so. ja, das ist eine faire Frage. Für mich macht immer ähm, wie es rübergebracht wird. Ne? Ich meine, man muss sich halt immer fragen, wenn der FAT kommt, das sind wahrscheinlich Leute, die haben entweder alles verkauft und reiten jetzt auf diesem Projekt rum und wollen die Preise drücken und haben daran Spaß. Also es gibt auf jeden Fall berechtigte Kritik und selbst man muss halt ein bisschen filtern, was die Leute eigentlich wirklich stört. Und natürlich sind Timelines jetzt tendenziell weniger eingehalten worden. Ich persönlich würde es bevorzugen, wenn fast gar keine Timelines kommuniziert werden. Aber dann, wenn man so 3 bis 6 Monate vorher dann schon sieht: „Okay, wir haben jetzt so 'n Launch-Date“, dann kann man natürlich mal die Werbetrommel rühren. Ähm, Man muss dazu sagen, Vivi muss viele Leute ähm, befriedigen, sage ich mal. Und es gibt welche, die haben nur Token, dann gibt es welche, die haben nur Collectibles oder Comics. Und ich auch als Unternehmer kann nachvollziehen, wenn Timelines nicht eingehalten werden. Also ich bin die falsche Person, um Vivi zu kritisieren, weil ich auch an demselben Ende schon oft gesessen habe, wenn wir Timelines nicht eingehalten haben. Und das heißt, da habe ich so eine gewisse Empathie, dass das passieren kann. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man halt in mehrere Richtungen gerissen wird. Es gab ja immer wieder Baustellen, da gab es einen Hack und dann musste wieder sofort was gemacht werden. Und dann wird das vielleicht erstmal aufgegeben. Es gibt in der Regel immer gute Gründe, warum das passiert. Und man darf auch nicht vergessen, die App ist halt einfach explodiert im Wachstum. Und da ist halt es wachsen auch mal ein paar Sachen krumm und schief. Da musst du noch mit Licensors reden, denen alles recht machen. Und ich glaube, die Leute ähm, ähm, ach, unterschätzen solche Probleme. Und was dann natürlich auch passiert ist, dass das dann auch erstmal, es geht an Abkürzungen, man hat Technical Debts und man muss halt einfach erstmal lange Zeit diese technischen Schulden aufarbeiten. Ich glaube, wir sind jetzt in dieser Phase, und der Bärenmarkt ist eigentlich genau das Richtige, was da jetzt passieren konnte. Jetzt wird Vivi nicht mehr hin und her gerissen, macht das Comic in Showroom oder und so weiter. Und jetzt haben sie halt mal Zeit, ja,
die Sachen in einer sinnvollen Reihenfolge zu reparieren und die technischen Schulden aufzuarbeiten. Und ich finde, man hat das schon gemerkt. Also ein paar Sachen finden jetzt auch wirklich teilweise hier mal auch im Wochenrhythmus statt. Es werden jetzt App-Updates deployed und das Waitlist-System ist schon integriert technisch und kurz davor wurde was anderes integriert. Also Sachen können jetzt auch tatsächlich parallel laufen. Und ich glaube schon, dass da jetzt auch mit Mitch 'ne sehr guter Produktmanager am Start ist und auch Nestor, der Tech-Lead, dass die App-Entwicklung in Zukunft, ich sage jetzt auch mal, professioneller abläuft. Und damit will ich nicht sagen, dass es wahnsinnig unprofessionell war, aber wenn man schnell wächst, dann passieren Fehler. Und jetzt werden diese Fehler gerade repariert, so sehe ich das. Ja, aber das ist ja sehr schön, das auch mal von jemandem zu hören, der ich meine, so was ich mitbekommen habe jedenfalls, bist du, ja, Unternehmer in 'nem relativ großen Stil schon, also jetzt nicht in 'nem kleinen Unternehmerstil, sondern schon 'n bisschen größer. Und das ist natürlich dann schon auch mal interessant zu sehen, wie du das siehst als etwas größerer Unternehmer, sage ich jetzt mal, weil du natürlich auch sehr viel mehr dann mitbekommen hast, Probleme und so weiter und so fort. Und das ist ich meine, uns fehlt, glaube ich, auch manchmal das Verständnis. Wir wissen ich meine, ich weiß persönlich nicht, wie ist der Ablauf in so 'ner Firma? Was muss alles getan werden und so weiter und so fort. Und deswegen ist das, glaube ich, auch für die meisten Leute dann interessant, auch deine Meinung dazu zu hören, weil du einfach deutlich mehr Erfahrung in dem Bereich hast, jedenfalls was das Unternehmertum angeht, ne? Ja. Ich meine, es gibt ja ein paar Konkurrenten, die haben von Anfang an ein paar Sachen besser gemacht, weil sie natürlich die Vorlage hatten. Ja, oh, die haben kein Payout, also wir machen sofort Payout. Die haben keine Rankings, wir machen sofort Ranking. Es ist immer einfacher, wenn man solche Sachen von Anfang an geplant hat. Und dann wird da darauf gezeigt, guck mal, die machen das aber schon, die sind viel besser technisch. Aber ich finde auch jetzt trotzdem mal rekapitulieren, wenn man jetzt sich den Bereich anguckt und die Sachen, die sonst DC Comics gemacht hat, da sind auch paar sehr gute Ideen dabei, aber viele andere Konkurrenten, die haben sich einfach nur dumm und dämlich Lizenzen gekauft und sind jetzt alle nah vor der Pleite. Also man muss das mal auch mal realistisch sehen. Eigentlich, was WoW geschafft hat mit einem gebootstrappten Budget, ist extrem aller Ehren wert. Und dass da was schief geht, passiert auch. Und dass Leute ärgerlich sind, passiert auch. Ähm, Ich kann mir das besten vorstellen, man kann nicht jeden zufriedenstellen. Das ist halt das Problem, was jetzt aber nicht heißt, dass es trotzdem gewisse individuelle Fehler gemacht worden ist, dass die Kommunikation vielleicht nicht besonders gut gelaufen ist. Ähm, aber wenn jetzt zum Beispiel einige von diesen Zielen dieses Jahr erreicht werden, OMI zu NFT, ähm, das Viviverse gestartet wird, ähm, würde ich sagen, also hoffentlich können wir im Dezember auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken und die App gewinnt einfach an Mehrwert, weil wir jetzt einfach 'n tolles Vivi-Home jeder haben zum Beispiel. Also ich glaube schon, dass wir hoffentlich im Dezember dann auf ein gutes Jahr zurückblicken werden. Ich denke mal schon. Also, ich finde eigentlich, das Jahr ist nicht super schlecht gestartet. Wir haben, ne, mit Mitch einfach, mittlerweile einen guten Product Manager. Man merkt, es passiert was auch in der Firma. Wir haben öfter Updates gesehen eigentlich wahrscheinlich als im letzten Jahr. Und ja, von dem her bin ich da auch ehrlich gesagt relativ optimistisch gestimmt. Ein Versprechen, was es da aber tatsächlich gibt, wo viele Leute immer noch drauf beharren, ist tatsächlich das Versprechen mit Thema Interoperability. Und, was sind Mhm, deine Gedanken dazu? Warum könnte es sein, dass sie es damals nicht umsetzen konnten? Also, das Versprechen wurde 2021 gemacht, also wahrscheinlich mhm. 1,5 Jahre, 2 Jahre her. Was denkst du, wo könnte es da gehakt haben, dass sie das nicht durchbringen konnten? Waren's die Lizenzgeber oder Muss zwischen Interoperability und Self-Custody so ein bisschen unterscheiden. Self-Custody heißt ja für mich, dass man das auf sein eigenes MetaMask-Wallet übertragen kann. Das garantiert aber jetzt nicht, dass ich mit einem anderen Metaverse interoperable bin. Ähm, also interoperable also ich würde sagen, Interoperabilität kann sogar stattfinden, wenn jetzt beispielsweise Vivi mit Sandbox 'ne Partnerschaft macht und die Sandbox wird einfach 'ne WW-Authentifizierung erlauben und dann kann man seinen WW-Account damit assoziieren. Also, es ist technisch Interoperabilität möglich ohne Self-Custody, das ist mein Punkt. Und ich würde mhm. das gerne mal
tatsächlich unterscheiden. Und Interoperabilität heißt auch, das sind viele Dinge. Also natürlich assoziiere ich tendenziell Self-Custody auch damit, aber es ist nicht ein Must-Bestandteil. Es gibt andere Gründe, warum ich Self-Custody haben will. Aber wenn man jetzt zum Beispiel ein Auto nimmt, ne, ich meine, was heißt das, wenn ich jetzt mein Auto, heißt das denn, dass ich es jetzt in jedem Spiel spielen kann? Also es muss ja, WoW muss ja das Modell dann diesem Spielehersteller zur Verfügung stellen. Das Auto, ich meine, die werden ja auch durchaus demoliert mal, wenn man die fährt. Die Reifen müssen sich drehen. Das heißt also, da muss auch durchaus noch mehr definiert werden an den Standards. Ich glaube, jetzt sind die Standards relativ simpel. Da ist ein bisschen Bewegung eingebaut und ein 3D-Modell. Aber das heißt noch lange nicht, ich meine, stell mal vor, man verkauft irgendwann mal Kleider und die können ja auch knicken und flattern und ähm, es gibt so viel, sage ich mal, Sachen, die noch in Zukunft definiert werden müssen, dass diese Interoperability ist jetzt erstmal auf einem ähm, relativ niedrigen Level, weil wir noch keine echten Standards haben, Mhm. dass man wirklich jedes Item in jedem Spiel benutzen kann. Die simple Interoperabilität, dass man einfach mal so einen Gegenstand wie eine Statue sich irgendwo aufstellt, die ist mehr oder weniger gegeben von den Standards. Aber es gibt einfach unterschiedliche äh, Sorten und natürlich will ich das auch, dass man diese Gegenstände auch überall benutzen kann. Aber wenn man drüber nachdenkt, ist es natürlich irgendwie eine Verhandlungssache zwischen dem, sag ich mal, Spielehersteller, dem Licensor und Vivi, ob das jetzt Sinn macht für diese Welt, diesen Gegenstand zu benutzen. Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Also, das mit Definitionen, da habe ich persönlich so überhaupt noch gar nicht drüber nachgedacht, aber ich kann dir da völlig recht geben mit der Argumentation. Ähm, Im Endeffekt muss der Space auch noch wachsen. Das ist so wie bei Augmented Reality. Es braucht halt einfach noch seine Zeit, bis sich dieser Space auch entwickelt und bis wir halt auch, ne, wie du schon gesagt hast, richtige Standards haben mit definierte Standards auch einfach haben. Und ja, das wird wahrscheinlich noch eine lange Zeit brauchen, aber wie siehst du das mit Self-Custody? Also, ich meine, du bist ja der größte Vivi-Whale und hast natürlich Da bin dementsprechend ich auch. ein Bitte? Ja, sorry, bin dir ins Wort gefallen, aber da bin ich ein Riesenfan von und, für mich auch ein Must-have. Also, es ist, ich wollte auch mal dazu sagen, natürlich, ich war jetzt jemand, der immer auch öffentlich auf Twitter gesagt hat, ich will Self-Custody und, das war für 80% teilweise der User überhaupt nicht wichtig. Das war so mein Eindruck von dem Feedback. Jetzt kamen die ganzen Börsenhacks und jetzt überlegen sich die Leute: „Oh, Self-Custody ist vielleicht doch wichtig.“ Aber mein Argument geht eigentlich in eine andere Richtung. Also, ich bin schon der Meinung, dass die meisten ihre Collectibles, insbesondere die niedrigpreisigen, einfach auf der WW-App lassen können, also auf ihrem WW-Account. Aber wenn man jetzt ein Objekt, einen höheren Wert, langfristig ermöglichen will, dann gehört das einfach dazu, dass man das selbst, Self-Custody macht. Das wäre so ein bisschen wie, wenn man sich ein teures Bild kauft und, Gemälde und das hängt aber in der Bank im Tresor und nicht zu Hause. Also, das ist für mich oder ein anderes Beispiel ist, Bitcoin hat ja auch, kostet knapp 30.000, weil man Self-Custody machen kann. Das heißt aber nicht, dass alle Leute Self-Custody machen müssen, sondern die können es auch auf der Börse traden und von einem Konto von einer Börse zur anderen schicken. Aber die Tatsache, dass man Bitcoin Self-Custody machen kann, gibt Bitcoin diesen Wert. Wenn Bitcoin kein Self-Custody-Element hätte, und man sich das nur zwischen Binance und Kraken hin und her schicken könnte, wäre Bitcoin ein Dollar wert. Ja? Also Mhm. der Wert entsteht, auch wenn es nicht jeder wahrnimmt, dadurch, dass man es machen kann. Das heißt nicht, dass man es machen muss. Macht das Also, Sinn? ja, definitiv macht das Sinn. Also, absolut. Also, ich meine, das ist ja, ähm du hast es ja schön als Beispiel jetzt gebracht auch und meiner Meinung nach auch bei Bitcoin, ich habe lange Zeit Bitcoin, als ich's so gehört habe ich es ehrlich gesagt nicht verstanden. Aber das ist halt auch ein sehr gutes Argument halt einfach auch, dass du das selbst verwalten kannst und das ist so ein Punkt, wo ich sage, das ist so meiner Meinung nach fast schon bei Nummer eins der Dinge, die ich definitiv bei Vivi sehen möchte, weil ich möchte halt zum Beispiel ich habe Darth Vader zum Beispiel 87, die Ultra das ist halt für mich 'n absolutes Herzstück und ich möchte das halt einfach auch self-custody-mäßig verwalten.
und nicht auf der Vivi-App lassen so. Aber Einverstanden. natürlich geht auch mit Ja, 'ne große Verantwortung einher. Der eine oder andere mag das halt nicht, der kann das dann halt auf der Vivi-App lassen. genau. Ich persönlich kann halt die Verantwortung übernehmen, aber das ist halt so der Punkt, wo ich sage, das möchte ich definitiv sehen. Und ich meine, das könnte man auch theoretisch so umsetzen, dass man sagt: „Okay, Vivi bringt selber 'n Wallet raus, wo man halt sagt: „Gut, da können halt auch wirklich nur Vivi-NFTs rauf, aber das ist halt auch wirklich dann, dezentral.“ Also, da kann jetzt keiner einfach mal drauf zugreifen. So 'n bisschen wie 'n Ledger halt. Ja. Also, ich bin persönlich optimistisch, dass es kommt. Es ist tatsächlich, Vivi hat, w viele, viele Prioritäten, ne? Und, manchmal verrutschen die halt. Und wie du gesagt hast, das wurde eventuell 2021 angekündigt und dann kamen andere Sachen wieder, in den Vordergrund. Ähm, Es ist definitiv auf deren Agenda. Ich glaube auch, dass es eher so 'n, Mischgeschichte wird. Es wird mit jedem Licensor noch, verhandelt, ob die das wirklich wollen. Ich gehe davon aus, dass die meisten Lizenzoren nichts dagegen haben, aber vielleicht will jetzt nicht jeder gleich zum Ersten gehören, das, zu Mhm. machen. Die haben's nicht vergessen, ist mein Eindruck, aber ich möchte jetzt auch kein Datum draufschreiben. Mir reicht eigentlich jetzt schon die Info, dass sie's nicht vergessen haben. Also, das Ja. ist für mich jetzt erst mal wichtig, dass ich weiß, dass, es irgendwann kommt. Ich habe 'n langen Atem, ja, aber ich setze schon drauf, dass es Self-Custody geben wird. Also, wie siehst so, egal, jetzt habe ich's vergessen, grade die Frage, die ich hatte. Aber, ja, das sind auf jeden Fall sehr gute Punkte. Ich hätte noch 'ne andere Frage und zwar nämlich, wie du denkst, wie es finanziell bei Vivi tatsächlich aussieht. Weil viele Stimmen zum Beispiel aus der Community sagen, dass Vivi finanziell Probleme haben könnte. Natürlich sind das auch entweder Leute, die gar keine Ahnung haben, oder die halt einfach nur Annahmen haben. Da war ja zum Beispiel auch dieser Punkt jetzt, dass irgendwie 'ne Stelle ausgeschrieben wurde. Ich glaube, 'n Designer irgendwie in Bangkok wurde da gesucht für 50 bis 60.000, wo dann Mhm, auch Leute gesagt haben: „Hey, das ist ja völlig unterbezahlt.“ Und, ich habe nachgeschaut, es soll tatsächlich 'n ähnlicher also relativ überdurchschnittlich sein in dem Land, mhm. was die Bezahlung angeht. Aber da ist ja dann die Frage, warum suchen sich Leute in Bangkok und nicht in Europa? Ist es einfach, weil's günstiger ist und gleiche Qualität oder, einfach, weil sie kein Geld haben, amerikanischen Designer zu holen? Weiß nicht, wie siehst du Ja, das? also ich meine, auf der einen Seite ist zwar Vivi dezentral aufgestellt, aber der Großteil der Entwicklung ist also, ich will jetzt auch nicht von den 3D-Modellen grad vielleicht reden, das ist, glaube ich, total, dezentralisiert mit unterschiedlichen Studios. Aber, ich würde schon sagen, der Großteil der Entwicklung wird in Asien gemacht und das heißt, da würde ich dann auch erst mal suchen. Da hat man vielleicht so noch 'n Heimvorteil. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass das Geld ich habe das Argument schon öfter gehört, dass das jetzt, zu wenig ist. Das Witzige ist, wenn man 'ne gute Firma hat, dann die Leute man findet die besten Leute, die nicht fürs Geld arbeiten wollen, die weil die das Projekt gut finden. Mhm. Ich glaube, Vivi hat einfach kein Problem, Leute zu finden, die das Projekt gut finden. Und das heißt, die müssen nicht überbezahlen. Ähm, Das ist vielleicht jetzt 'ne zu grobe Vereinfachung, aber meine persönliche Erfahrung ist, dass, man kann versuchen, immer ganz oben mitzuhalten bei den Gehältern mit Google und, Facebook, aber man wird's auf Dauer nicht schaffen. Und man muss andere Anreize den Mitarbeitern geben, dass sie einfach tolle Arbeit machen, dass sie in 'nem tollen Projekt sind. Mhm. Und, ich glaube nicht, dass man überbezahlen muss, wenn man, 'n gutes Projekt hat. Und insbesondere ist Crypto-Space und NFT und das wollen die Leute machen. Ich denke, die Bezahlung ist angemessen, ehrlich gesagt. Und finanzielle Probleme daraus zu schließen, ist jetzt extrem weit. Ich meine, jeder, der seine Gems abziehen wollte, hatte zumindest die Chance, dass es, die ganze Zeit offen war. Jetzt muss man natürlich noch mal warten, wann die, Payout wieder ganz ordentlich funktioniert. Aber, es hätte jetzt schon 'n Bankrun, geben können und die wären jetzt, pleite. Ich bin extrem zuversichtlich, dass die auf genug Geld, sitzen und man darf nicht ganz vergessen, also, ich würde die schon als Unicorn von der Bewertung einstufen. Das heißt, die haben auch, viele Möglichkeiten, selbst 'ne Lücke zu finanzieren. Ja, Mhm. also, wenn sie jetzt 10.000.000, 20.000.000 brauchen, das Geld
werden die ohne Probleme auftreiben, wenn nicht mehr. Meinst du dann durch Finanzierungsrunden oder durch Ja, Partner oder okay. eher durch Finanzierungsrunden. Ich sage nur, dass sie das Potenzial haben. Also Hm. wenn sie auf den Kapitalmarkt, auf den Venture Capital Markt suchen würden, was sie meiner Meinung nach nicht tun, dann, und die haben ja auch andere Backer, die haben Follow-up-Investments. Also Hm. da sind Leute mit Geld, die auch finanziert haben, und eine nächste Runde könnte Vivi jederzeit machen und würde finanziert werden. Da bin ich überzeugt. Okay, aber das ist ja immer schon 'ne schöne positive Einschätzung erstmal von dir. Da kam ja auch zum Beispiel noch so die andere Sache auf mit dem OTC-Deal, wo viele Leute dann gesagt haben: „Hey, anscheinend hat's ja Vivi ganz schön nötig mit diesem Geld, ne, was sie dann durch den OTC-Deal gemacht haben.“ Wie siehst du das? Was können also, erstmal, wie stehst du überhaupt zu diesem OTC-Deal? Wusstest du, dass das geht, bevor es gemacht wurde? Und was denkst du, was könnte das auch langfristig vielleicht für Auswirkungen haben? Also, ich bin auch skeptisch, was, wenn OTC-Deals jetzt immer nur Low-Mints oder irgendwelche Collectibles, die vorher nicht auf dem Markt waren, kaufen. Was aber wichtig ist, dass man Gems OTC kaufen kann, weil irgendwann ist jede Kreditkarte ausgemaxt, und solange es kein Omito NFT gibt, ist halt der Gateway, um sich diese NFTs zu kaufen, relativ beschränkt. Das heißt, ich gehe davon aus, ich will keine Gerüchte streuen, aber es wird Mhm. auf jeden Fall auch Institutionelle geben, die und es wurde ja auch mal angekündigt, dass es auch Business-Accounts geben kann. Und wenn die jetzt Gems kaufen, dann muss das in irgendeiner Form OTC-mäßig stattfinden. Das wäre auch meine bevorzugte Variante, dass Gems dann eingesetzt werden, um die Liquidität direkt dem Markt zuzufügen. Mhm. Was da jetzt genau gelaufen ist, ich kann es leider, wäre alles nur Spekulation. Also ich würde es bevorzugen, wenn Gems verkauft werden und die wiederum Liquidität dem Markt zuführen. Ja, definitiv. Also, das brauchen wir auf jeden Fall. Aber kannst du dir auch vorstellen, selber mal 'n OTC-Deal zu machen? Oder hast du da schon mal drüber nachgedacht? Ja, also ich habe tatsächlich schon diese Diskussion gehabt, weil es ist tatsächlich jetzt ein bisschen schwieriger geworden, Geld einzuzahlen. Ich habe natürlich jetzt in der Anfangszeit relativ viel gekauft, und ich sage jetzt immer, habe ich schon öfter so ausgedrückt, meine Position aufgebaut. Ich bin vor allem natürlich an den First Appearances interessiert von großen Charakteren. Das ist das, wo ich glaube, dass der Wert garantiert ist, sage ich schon mal. Und ich will jetzt nicht ausschließen, dass in Zukunft genau dieser Bedarf mal aufkommen würde. Und ich hatte auch schon mal eine Anfrage irgendwann mal gestartet, wusste das schon seit paar Monaten, dass es irgendwann mal, sage ich mal, möglich sein wird, Mhm. hatte jetzt aber keine Eile äh, bei der Sache. Wo hättest du so persönlich Interesse, bei den Collectibles, die jetzt da sind? Wo sagst du: „Hey, da hätte ich auf jeden Fall Lust, 'n OTC-Deal zu machen“, also, zum Beispiel Vault oder so? Also, noch ich würde gerne, wenn überhaupt, Gems kaufen, ja. Ach so, okay. Also, und dann würde ich die einfach gucken auf dem Markt, Mhm. was ich für unterbewertet halte und wo ich vielleicht tendenziell zu wenig habe, und und dann eine langfristige Position aufbauen, ja. Okay, alles klar. Was würdest du persönlich eher bevorzugen, den OMI-Token oder Vivi-NFTs? Als Investment Ja. oder, also, die haben 2 unterschiedliche Eigenschaften. Also, in gewisser Weise ist zwar jetzt so noch ein bisschen in die Zukunft gedacht, aber man könnte jetzt erstmal sagen, Baby Collectible, lass jetzt noch ein paar Jahre vergehen, wird's immer weiterleben, auch wenn WW pleite geht, ja? Das heißt also, wenn man jetzt 'n Collectible auf 'nem relativ niedrigen Niveau kaufen kann, sogar unter Retail et cetera. Ich meine, Star-Wars-Figuren auf die First Edition, die waren ja auch irgendwann extrem viel Geld wert, und viele Leute haben die ja haben das nicht verstanden damals. Und jetzt hat man ja so diese Chance, dass man diese Spielzeuge, sage ich schon manchmal ganz gerne, jetzt kaufen kann, und man hat die First Appearance oder First Edition von etwas. Und das hat eine ganz besondere, finde ich, langfristige Eigenschaft. Der OMI-Token selber ist natürlich mehr an den Erfolg von Vivi gekoppelt.
Und man hat dann auf Dauer vielleicht auch das höhere, sage ich mal, Potenzial, aber auch das höhere Risiko. Also, Mhm. ähm, ich glaube, dass man mache jetzt mal ein Beispiel, wenn man sich jetzt so ein Lichtschwert, für $20 kaufen kann, 70% unter Retail oder sowas, dann what could go wrong? Ja, Ja, also, absolut. Ja, besonders ja, man muss ja auch sagen, das sieht ja auch in, Augmented Reality echt cool aus. Also, ich muss sagen, die Lichtschwerter finde ich sowieso absolut undervalued und wenn man sich anschaut, ja, ja, wie viele Leute eigentlich auch Star Wars-Fans sind richtig. und, Ja. da halt auch gerne mal 'n Lichtschwert in der Hand halten oder so. Also, Ich da habe mal kann man 'ne nicht Zahl viel schiefmachen. gehört. Ich habe mal 'ne Zahl gehört, ich muss mal jemand fact checken, dass Lichtschwerter von Star Wars im Wert von 100 Millionen pro Jahr verkauft werden. Und das sind Oh, natürlich nicht nur diese billigeren, sondern die haben auch so ja. Workshops, wo man sich so 'n eigenes basteln kann. Und es gibt ja so oder so 100, wenn nicht mehr Millionen, Star Wars-Fans. Und jetzt muss man sich mal überlegen, dass von denen 10% irgendwann in Augmented Reality unterwegs sind. Das heißt, es gibt 10 Millionen Star Wars-Fans, die sich eventuell so 'n Lichtschwert kaufen wollen oder von mir aus Darth Vader, right? Mhm. Aber, es gibt einfach nicht so viele, Editions, ja? Und ich glaube, machen wir's mal so, wenn man vielleicht erwarte ich noch mal diese Aussage. Wenn man das richtige Collectible mit der richtigen Überzeugung kauft, dann kann man wahrscheinlich 'n höheren Gewinn machen als mit dem OMI-Token. Mit OMI, da reitet man einfach auf dem Erfolg von dem Projekt oder Misserfolg. Mhm. Aber mit den Collectibles kann man eventuell, wenn man genau den richtigen Riecher hat und für $20 'n Lichtschwert kauft, also das kann ja vielleicht irgendwann $1.000 wert sein in 10 Jahren. Das ist halt einfach nachweisbar das erste Lichtschwert auf der Blockchain in Augmented Reality von Star Wars und davon gibt's halt nur 10.000. Und, also ich persönlich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Leute sich gern an die Wand hängen würden, und sich, ihren Besuch zeigen würden. Guck mal. Und der Besuch sieht ja dann mit ihren Brillen: „Aha, das ist 'n Original Star Wars.“ Das ist ja auch der Vorteil von der Blockchain, dass man das kryptografisch relativ schnell einfach beweisen kann, dass man 'nen Original hat. Ja. Das ist dieser andere Vorteil, den WW, Collectibles, bieten. Ja, also wenn man den richtigen Riecher hat, dann wird man wahrscheinlich tatsächlich mit gewissen Collectibles auf Dauer sogar noch mehr verdienen. Aber andersrum, wenn man jetzt 20 aussucht, auf die man sich fokussiert, dann werden wahrscheinlich Bauchgefühl 1 bis 3 outperformen den Omi-Token und die anderen Mhm. werden vielleicht, es ist grobe Vermutung, ja, Mhm. underperformen. Bist du denn eigentlich persönlich Star Wars-Fan zum Beispiel? Ja, ja, ganz, ganz großer. Äh, also, ich war damals natürlich jetzt noch relativ jung, als das zuerst ins Kino kam, aber ich war dann mit der, ich glaube, Episode 5 oder 6 dann Mhm. voll dabei. Ja. Ja, sehr Also, schön. jetzt Also, ja, in den ja, 80ern, dann ja. Dann Mhm. dann weiß ich auch voll, was du meinst, weil ich bin zum Beispiel auch selber absoluter Star Wars-Fan und das ist so, mit vielen Sachen, ist das halt einfach mega, ne? Sei es mit den Lichtschwertern oder auch mit ich weiß nicht, ob du zum Beispiel die Poster sammelst, ich glaube, die erste Series, die oder ne, die zweite oder dritte Series, die jetzt rausgekommen ist. Schaust du dir sowas auch an? Also, Ja, weil ich also, ich persönlich meine, finde grad Star Wars auf jeden Fall. Ich habe viele Poster gekauft. Ich habe hm, so 'ne zwiespältige Meinung. Also, man kann wahrscheinlich auf 'n paar Postern sitzen bleiben und es wird nie jemand interessieren. So kommt mir das manchmal vor. Aber grad jetzt so 'n Star Wars Poster, ich glaube schon, dass die Leute damit ihr, nicht nur Vivi Home oder irgendwann ihr normales Home, ihre normale Apartment oder Haus dekorieren wollen. Da hängt halt 'n Star Wars Poster, das Original. Und das sieht jeder meiner Freunde, die mit 'ner Augmented Reality Glas mich besuchen. Also, ich glaube, die haben auch enorm viel Potenzial, sind in der Regel ja auch recht billig, ne? absolut und, ich weiß nicht, wie siehst du das? Also, ich persönlich bin da so der tiefen Überzeugung, dass also, man erstmal über Augmented Reality Glasses kann man das halt erstmal cool sehen, aber natürlich auch mit digitalen Bilderrahmen. Da sehe ich persönlich zum Beispiel Ja, auch einverstanden. mega die Lücke. Also, zum Beispiel, es gibt echt unfassbar coole und schöne Poster, die einfach wirklich richtig schön viel Freude und, einfach, weiß ich nicht, gute Ausstrahlung haben. Und, da bin ich also, setze ich persönlich jedenfalls auch voll auf das Pferd, für mich selber auch persönlich einfach.
Ja, ja. Und ich habe selber jetzt noch keinen so einen digitalen Rahmen gekauft, aber ich hatte es auch schon auf dem Radar. Für Mhm. mich hat jetzt so der letzte Kick wäre gewesen, also dass es halt eine WW-Integration gibt. Dann hätte ich das jetzt mir auch schon gekauft, aber klar, jetzt ich sehe das auch so, das ist auf jeden Fall schon mal so ein Zwischending. Das muss ja nicht jeder erstmal Augmented Reality haben. Einverstanden. Ja, sehr schön. Wie ist denn überhaupt deine Meinung eigentlich zum Vivi beziehungsweise Ecomi-Team? Das ist ja eigentlich schon fast so ein bisschen eins. Und wie sehr stehst du dahinter, beziehungsweise findest du, dass manche Leute nicht wirklich an der richtigen Stelle sind? Beispiel zum Beispiel ist ja bei vielen Leuten, die sagen: „Hey, Alex G ist irgendwie nicht so der richtige Mann, da zum Beispiel fürs Marketing.“ Wie ist da so deine Meinung dazu? Ich habe ihn selber persönlich nie kennengelernt und möchte aber jetzt auch keine Meinung zu ihm, Mhm. also, mir ist jetzt nichts, Negatives aufgefallen. Ich fange mal anders an. Ich habe den, David in New York in der Comic-Con getroffen und da ist mir irgendwie mal bewusst geworden, was das für 'n Superstar ist. Also, A, weil die Leute er kümmert sich um jeden und ich habe die Anekdote gehört, er hat 'n Comicladen in Neuseeland und er kannte jeden Kunden. Also, jeder, der reinkam, konnte was empfehlen oder hat gefragt, was ihm gefallen hat oder nicht. Und bis heute, er führt den Laden ja nicht mehr, fragen die Leute noch nach ihm, ja. Und das, was Krass. ich auf der oder grüß mal den David von mir und so weiter, ja. Und das Besondere, was ich, in New York empfunden hatte, ist, der hat sich wirklich für jeden Zeit genommen. Und da war schon Mhm. große Traube an Menschen. Äh, Da war mal jemand, der hat 'n eigenen Comic gezeichnet, der hat sich den angeschaut, seine Meinung gegeben. Und das fand ich eigentlich wirklich, der ist, extrem, sage ich jetzt mal, volksnah und kann wirklich mit den Leuten umgehen. Und, was ich jetzt bei WW sehe, ist, dass er der Visionär ist und, ich wiederum seine Vision teile, und viele andere ja auch. Und das ist schon mal das wichtigste Element. Dann hast du Dan, der sich um die Technik kümmert und da kann man jetzt noch mal sein neues Urteil bilden, wenn das Viviverse kommt, weil das hat er auch, sage ich mal, wahrscheinlich maßgeblich, beeinflusst. Und das heißt, da hat man schon mal 2. Man hört überall immer Kritik, aber, also mir persönlich ist jetzt nicht, aufgefallen und es gibt ja noch Ries und Adam jetzt, die das OUP machen. Ähm, Die neue Version wird ja auch noch mal verbessert. Das ist auch so Work in Progress. Ich, finde, die machen auch einen extrem guten Job und ich habe auch wirklich Hoffnung, dass das OUP und MCP wirklich in ein Programm überführen und man mit seine MCP-Punkte multiplizieren kann, wenn man gleichzeitig Omi staked. Also das wird schon 'ne Symbiose und mit Mitch hatte ich hier und da auch schon Kontakt, und habe wirklich den Eindruck, da ist noch mal jemand, und Ries würde ich da auch genauso erwähnen, die, sehr Web3 orientiert sind. Mhm. Und, da hat's vielleicht auch mal frisches Blut gebraucht, aber, das wird jetzt auch meiner Meinung nach immer mehr wieder zu einer Web3-Geschichte. Vorher war's vielleicht 'ne Web 2,5 und das ist ja eigentlich als Krypto-OG dann doch mein Ziel, dass es Web 3 wird und nicht Web 2,5. Absolut. Also, ich glaube, das ist auch für viele Leute so ein bisschen, sage ich jetzt mal so, der Anspruch, dass es jetzt zeitweise erstmal okay ist, wenn's so Web 2,5 ist, aber langfristig gesehen definitiv Web 3 und meiner Meinung nach liegt da auch ehrlich gesagt das Potenzial halt deutlich größer oder ist das Potenzial deutlich größer auch für Vivi, dass sie halt mehr wachsen, wenn sie halt auch mit Web 3 einfach mitgehen, also beziehungsweise einfach mit der Zeit gehen und dann dementsprechend auch voll ins Web 3 gehen. Ironie wird ja sein, dass, jeder am Ende wird Web3-User sein. Es wird einfach wegabstrahiert und die Leute verstehen, also so ähnlich wie jetzt in der Vivi-App merkt man es ja nicht. Warum es jetzt noch Web 2.5 ist, weil es Self-Custody ist. Aber irgendwann wird es Wallets geben, sowas wie Coinbase Wallet as a Service, wo man eigentlich Self-Custody schon hat und das ist trotzdem mit Passwort und E-Mail verbunden und man kann notfalls seinen Private Key extrahieren und dann kann jeder entscheiden, ob er Self-Custody macht oder nicht. Und die Leute werden alle Web 3-User und die werden alle die Vorteile von Web 3 nutzen. Die werden es aber wahrscheinlich gar nicht merken, dass sie Web 3-User sind. Und Mhm. das wird der Erfolg von Web 3.
und Blockchain, dass es jeder nutzt, aber keiner weiß, dass er es wirklich nutzt. Ja, und ich denke, das wird mehr oder weniger auch genauso mit NFTs laufen irgendwann. Die meisten Leute, ne, ich meine, das kennst du wahrscheinlich auch, die sind halt absolut negativ gestimmt, was Thema NFTs angeht. Aber ich Ja, glaube, wenn irgendwann halt einfach NFTs der Standard sind, auch in Web3, dann werden die meisten Leute, die werden verstehen: „Okay, das ist cool, das ist halt meins, auch digital.“ Aber da ist denn dieser Begriff NFT wahrscheinlich gar nicht mehr so relevant. Ich denke mal, da wird sich irgendwas anderes etablieren, was einfach 'n einverstanden. positiven Genau, ich einfach was meine, Positives Rewe mitbringt, ne? hat ja dieses Wort gar nicht benutzt, NFT, Genau. in ihrer Gründung, sondern es hieß immer Digital Collectibles. Und ich würde auch sagen, NFT ist so ein bisschen negativ behaftet. Die Technik wird auf jeden Fall überleben. Der Mhm. Name, wer weiß. Also, was sind denn Vivi Collect? Es sind Collectibles. NFT ist natürlich eine Technologie, die sagt, wer diesen Token, wieder dieses NFT ownt, das kann von Wallet zu Wallet verschoben werden. Und die Technik, da gibt's, ich meine, 100 unterschiedliche Applikationen für NFTs und wir sind jetzt nur in einer kleinen Mikrokosmos, vielleicht auch sehr wichtigen. Mhm. Die Technik wird 100% überleben und totgesagte Lebenlänge und I've been there before, ja. Also habe keinen Zweifel, das wird es 100% in Zukunft geben. Und mir ist relativ egal, ob die Leute NFT fanden, weil ich weiß, dass es überleben wird. Ich meine, wenn man halt das mal auch verstanden hat, also, ich habe ja dazu auch mal 'n Video gemacht und einfach auch mal zum Beispiel mit Ron English mich auch mal in Kontakt gesetzt und er meint halt auch, also, es sind halt 'n NFT erleichtert dir so unfassbar viel. Erst mal, du als Künstler hast halt einfach sehr viel mehr davon, von deinem Produkt, was du wirklich verkaufst. Du hast viel Ja, weniger Zwischenmänner, du musst viel weniger abdrücken, du hast deutlich geringere Produktionskosten. Da sind so viele Sachen, die für zum Beispiel für Künstler halt so extrem attraktiv sind, sei es Musiker ja, oder halt auch so wie Ron English, irgendwelche normalen, ne, Künstler halt in dem Sinne, oder mhm, Zeichner. Das ist halt also ganz meiner Meinung nach jedenfalls, wer sagt, das ist für das ist 'n Scammer oder so was oder NFTs 'n Scam, im Endeffekt ist es für Künstler oder Musiker 'ne Option, mal wirklich auch das Geld zu bekommen, was sie verdient haben. Denn was ja. sie teilweise abdrücken müssen an irgendwelche, Studios oder sonst was, das ist halt da kommt dann super wenig nur noch an bei dem eigentlichen Künstler, der das Produkt ja eigentlich gemacht hat. Also, ja. Mach mal ein anderes Beispiel im NFT, was für mich 'n No-Brainer ist, Konzerttickets oder Fußballtickets. Da gibt's so viel Scam Ja. und, so viel Mittelmänner und das ist auch eine Industrie, die man nicht so einfach durchbrechen kann. Die haben ja alle langfristige Verträge und so weiter. Aber man kann tatsächlich mit NFT mehrere Sachen erreichen. Man hat den Veranstalter, der kann direkt an den Kunden verkaufen. Der kriegt vorab die Finanzierung, der sieht mehr oder weniger durch die Web3-Wallets, wer sind denn die Besucher, kann sich auch schon mal darauf einstellen. Und es gibt halt kein Scalping und Scam und du kannst eventuell auch solche Regeln einstellen, dass ähm, Leute, die gewisse NFTs besitzen, vielleicht von dem Musiker bevorzugt werden. Und das hat ja auch ein NFT für einen Musiker heißt ja, dass ich den Künstler früh entdeckt habe und ihn vielleicht auch so finanziert habe, aber ich kriege dann aber auch später einen Reward, ob das eventuell Microstreams von den Royalties ist oder sowas. Also es wird so viel möglich sein mit der Technologie und also das Blockchain-Ticketing ist für mich auch so ein No-Brainer. Siehst du da noch 'ne Marktlücke, theoretisch? Marktlücke, also es gibt schon ein paar Projekte, die sich damit beschäftigen und da ist auch wieder der Trick, es so einfach zu machen, dass du gar nicht merkst, dass Mhm. du ein Blockchain-Ticket hast. Also, es gibt so ein Projekt, das regelt, du kannst dann auf dem Secondary Market dein Ticket verkaufen. Du gibst 'ne IBAN an und die der Veranstalter kriegt 'ne Royalty, ob's jetzt 20% ist ein absoluter Win-Win. Also, der Markt ist Mhm. kontrolliert und man kann halt man kann halt Regeln festlegen, ob diese Tickets zum Beispiel weiterverkauft werden dürfen oder so. Mhm. Und da gibt's 'ne Marktlücke im Sinne, es ist noch nicht großflächig bearbeitet worden, aber es ist die 100% die Zukunft. Sehe ich absolut genauso. Kann ich dir absolut nur zustimmen. Ich habe mal 'ne Frage aus'm Chat, die ich persönlich grad mal recht gut fand. Deswegen würde ich die mal ganz kurz hier vorziehen zu den ganzen Sachen. Für alle anderen Leute, die noch Fragen haben an den Dr. Profit, wir werden das am Ende, wenn wir noch Zeit haben, werden wir das ansonsten noch beantworten. Deswegen hebt euch die Fragen auf und schreibt sie dann in den Chat. Ich sage es dann auch noch mal. Genau, Frage hier einmal von
Enrico, bei der Menge, die du investierst, hast du oder wirst du nicht mal nervös, wenn du mal irgendwie aktuell siehst, dass irgendwas schief läuft oder es halt wieder dieses oder jenes an FAT gibt? Wie gehst du damit um? Also wichtig ist natürlich, dass man nicht alles auf ein Pferd setzt. Und ich bin nicht erschüttert in dem Projekt, weder das Management. Also natürlich stört mich das, wenn FAT kommt und wenn die WW-Community leidet. Ich bin aber durchaus auch diversifiziert, dass ich jetzt meine anderen Token haben durchaus den Aufschwung dieses Jahr so ein bisschen mitgemacht, der OMI-Token leider nicht. Ich habe einfach eine extrem lange, ich habe auch mit Bitcoin damals eine 10-Jahressicht gehabt, ja. Und das ist auch ein Luxus, den nicht jeder hat, das sehe ich ein. Und es gibt viele Gründe, warum man nervös wird. Also wenn Geld kann immer einen nervös machen, insbesondere wenn man jetzt nicht so eine Überzeugung hat. Und das wollte ich ja sagen mit dieser Conviction. Ich bin jetzt nach wie vor unerschüttert, was meine Conviction angeht. Ähm, Was sich immer ändern kann, sind die genauen Wachstumsprognosen. Wird WW am Ende mit 10 Millionen, 15 Millionen, 100 Millionen Usern landen? Es ist dazu, sage ich mal, funktioniert meine Glaskugel nicht. Aber dass es ein Projekt ist, was eine Daseinsberechtigung hat und wahrscheinlich jetzt auch extrem unterbewertet ist durch den FAT. Das Problem wird halt immer sein, dass man als nicht überzeugter User zum falschen Zeitpunkt verkauft. Mhm. Und wenn man jetzt verkauft, wer weiß, das könnte vielleicht der absolut falsche Zeitpunkt sein. Ich will jetzt keinen Ratschlag geben in dem Sinne, vielleicht geht es noch weiter runter. Wenn man jetzt Cash hat, ja, und für mich, ich habe ja schon gewisse Positionen gekauft, für mich hätte das jetzt sich schon verzwanzigfachen dürfen und ich wäre zufrieden gewesen, weil ich ja genug NFTs habe. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass für den Durchschnittsuser das aktuelle Preisniveau eigentlich ein Riesenvorteil ist, weil ich behaupte mal, bis auf 10, 20 Wale, die sich schon ganz gut eingedeckt haben, hat in Anführungsstrichen jeder noch ein bisschen Upside nach oben und kann sich eigentlich über die billigen Preise freuen. Ja, ich versuche jetzt Mhm. wirklich keinen anzuleiten, was er machen soll, aber das ist das Positive. Wenn jetzt der FAT nicht da wäre und alles 3 bis 4-mal so teuer wäre und dann der Darth Vader 2000 und nicht Dollar kostet, dann muss man halt tiefer in die Tasche greifen. Jetzt muss man halt den Mut haben zu sagen, hey, das wird ein Grail, da werden mich die Leute verfluchen in Zukunft, wenn ich den habe und die sich damals nicht getraut haben, ja. Weil man muss jetzt einfach die Conviction haben. Ich kann die keinem zuflößen. Ich habe sie, aber ich kann nicht sagen, dass sie jemand anders haben soll. Das sollte ich nicht sagen. Ja. Nein, das ist definitiv auch, für jeden seine eigene Verantwortung. Also, ich habe es jetzt hier auch gerade noch mal unten eingeblendet, ne? Dass jegliche Sachen, die natürlich auch Dr. Profit wie auch ich sage, in keinster Weise euch irgendwie hier, zu 'ner Kaufberatung oder so was anregen sollen. Das ist einfach nur unsere Meinung, wie wir das halt auch sehen. Und ich kann da absolut nur zustimmen. Also, ich persönlich bin jetzt nicht so super stark am Einsteigen. Ich habe mir schon noch mal einige Sachen jetzt auch im Bärenmarkt geholt, die ich gerne haben wollte. Es gibt immer noch so ein paar Sachen wie zum Beispiel R2D2, die immer noch auf meiner Liste stehen. Aber ich, ja, bin da trotzdem weiterhin überzeugt und gehe auch davon aus, dass selbst wenn Vivi insolvent gehen sollte, ich habe mir ja so einen kleinen Scherz zum 1. April erlaubt. Ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hattest. Ähm, hast du das Video gesehen? Sorry, ich habe es nicht gesehen, ja. Okay, ne, Aber alles gut, nicht schlimm. Aber auf jeden Fall, da bin ich so drauf eingegangen, Vivi ist insolvent gegangen, und dass dann zum Beispiel irgendjemand Vivi halt gekauft hat. Und das Szenario sehe ich tatsächlich auch, ich weiß nicht, wie du das siehst, relativ realistisch, dass selbst wenn Vivi halt, wie gesagt, down gehen sollte, dass es irgendjemanden geben wird, der das Ganze aufkaufen wird, und es im Prinzip trotzdem in 'ner gewissen Weise halt anders, aber weitergehen wird. ja, ja, das sehe ich auch so, insbesondere weil diese ganze IP da ist und diese ganzen First Appearances schon gemintet worden sind. Und selbst wenn man den Teil weglässt, dass sie übernommen werden, wichtig ist, dass das Projekt irgendwann mal in so einem Zustand ist,
dass die auch pleite gehen dürfen und man darf dann seine Sachen exportieren. Hm. Ich halte die jetzt auch für keine Unmenschen. Ich glaube, das wäre das Letzte, was die noch gerne machen würden, wenn das Projekt untergeht, dass die ermöglichen, dass die Sachen tatsächlich in Self-Custody übergehen und die 3D-Modelle für immer und ewig irgendwo verewigt werden auf dauerhaften Speicher und interoperable mit Metaversen gemacht wird. Weil Ja, das ist natürlich irgendwo das Versprechen, was jetzt noch nicht einlösbar ist überhaupt, aber in 1 bis 2 Jahren durchaus machbar ist. Ja. definitiv. Aber schön, dass wir uns da auch relativ einig sind. Das ist ja immer ganz schön zu sehen, wenn, sage ich jetzt mal so, du als ich würde dich schon auch ein bisschen als Visionär bezeichnen, da auch ähnliche Ansichten hat. Das ist ja immer eine ganz schöne Bestätigung dann. Ähm, Wie sieht es eigentlich aus? Thema Omi-Token. Es gibt ja viele Leute, die sagen: „Hey, es könnte in Zukunft schwierig werden, mit Regulierungen und so weiter und so fort, auch im amerikanischen Bereich, was zum Beispiel das Thema Security angeht.“ Wie siehst du das? Könnte Omi da möglicherweise irgendwann reinfallen oder versucht da das Omi-Team, 'ne Lösung zu finden? Also viele Facetten, wie man die Frage beantworten kann. Auf der einen Seite haben die eigentlich alles dafür gemacht, dass der Token nicht als Security eingestuft wird. Also waren sehr vorsichtig mit der Kommunikation. Ich erinnere jetzt an Top Shots, die wirklich die Werbetrommel gerührt hat, wenn Preise gestiegen sind. Man wird keine einzige Bemerkung von offiziell finden, die zum Beispiel Gewinne verspricht. Und es gibt diesen Howey-Test, ja. Also zum Beispiel, wenn man ein Instrument verkauft und dem Rendite verspricht, ja, dann ist das eine Security. Ja. Das heißt, Wevi oder Ecomi war extrem darauf bedacht, in der Kommunikation den Token nicht als Investment mit Gewinnversprechung zu verkaufen. Und das Mhm. heißt also, diese Eigenschaften, auch dieses Token Buyback war ein Element, was die deswegen eliminiert haben oder das jetzt Hörensagen, ich habe es jetzt nicht ganz genau aus erster Hand oder beziehungsweise es wurde damals so kommuniziert, dass es Schwierigkeiten geben oder es könnte so eine Stolperfalle werden. Das Mhm. heißt, auf dem Papier haben die erstmal alles richtig gemacht. So, jetzt gibt es natürlich noch die allgemeinen Sorgen, dass, dass USA ähm, ob es jetzt Token und sogar NFTs als Securities regeln wollen. Da habe ich durchaus mal konträre Meinung. Erstens, mir ist es am Ende fast egal, wenn USA das machen sollte, weil der Rest der Welt ist größer. Und der Mhm. Rest der Welt wird erst recht NFTs und Krypto embracen. Und die Amerikaner werden sich das größte Eigentor aller Zeiten schießen. Ja. Wahrscheinlich wird sogar in dem Jahr, wo USA das verbietet, China die erlauben. So, das ist aber jetzt nochmal so eine kontroverse These. Das heißt also, selbst sagen wir mal, das Negativszenario, was ist eigentlich das Mittelszenario, dass es reguliert wird? Regulation ist wiederum positiv. Ja? Ich glaube jetzt erstmal, es besteht keine immanente Gefahr, dass, dass die meisten Token werden nicht als Security bezeichnet werden können. Und ganz ehrlich, der Gary Gensler hat sich ja gestern bis auf die Knochen blamiert im Kongress. Da glaube ich, dass er sich da keinen großen Gefallen getan hatte. Es ist ja jetzt relativ klar, der versucht einfach einen Einfluss zu gewinnen Mhm. und die Politiker wollen ihm den eigentlich gar nicht geben und vielleicht wird auch abgesetzt, aber der hat 50 Mal geschossen und hat aber null Mal irgendeine Regulierung überhaupt vorgeschlagen. Ist relativ unklar, was dieser Mann will oder beziehungsweise will einfach nur Einfluss haben und Mhm. vielleicht hat er, vielleicht ist er sauer, dass er den Kryptozug verpasst hat. Und vor 6 Jahren hat er gesagt, dass Ethereum genügend dezentralisiert ist, um nicht als Security eingestuft zu werden. Mhm. Und er hat noch gesagt, dass er noch nie Krypto besessen hat. Und er hat Vorlesungen an der Universität gegeben über Krypto. Und ich könnte mir, also das passt in meine, also der hat unter Eid das ausgesagt. Also wer weiß ja, vielleicht hat er jetzt eine eidesstattliche
ich weiß gar nicht, wie man es nennt, aber ein Meineid geleistet, wer weiß. Ich bin eigentlich optimistisch. Also die SEC ist so ein bisschen wie so ein zahnloser Tiger. Die hat es nicht geschafft, Ripple als Security einzustufen und in meinem Ja. Kopf war übrigens Ripple immer eine Security. Also wenn die es da nicht schaffen, dann schaffen sie es bei Ecomi auch nicht. Sehr schöne Einschätzung und Dankeschön auf jeden Fall für diese Erläuterung. Das, was du jetzt gerade eben schon genannt hattest, dass Gary Gensler sich im Kongress so blamiert hat, war das tatsächlich auch gerade, was du so meintest, dass er im Prinzip viele Argumente gebracht hat, aber nicht wirklich Vorschläge für Regulation? Ja, es geht einfach jetzt um die Historie, was die SEC gemacht hat. Also Achso. die geht ja gegen einige Projekte vor und gleichzeitig hat sie aber keinen Vorschlag für für die Regulation gemacht. Und das ist natürlich irgendwie so ein Widerspruch, ja. Also du willst als Behörde, willst du Kryptos regulieren, die wollen das ja an sich ziehen, also nicht die CFTC, sondern die SEC will das regulieren. Gleichzeitig hat sie aber keine Vorschläge gemacht, wie das reguliert werden soll. Und das ist eigentlich für mich ein Riesenwiderspruch. Ja. Ja, definitiv. Also, ich meine, du kannst ja nicht einfach sagen, wir möchten irgendwas machen, aber dann nicht einen Plan haben, wie man es macht. Also, das ist so, ja, sehr fragwürdig. Deswegen, ich hoffe mal, dass der Gary Gensler in Zukunft nicht mehr Mann im Haus ist, sondern irgendjemand Ja. anderes, der ein bisschen vernünftiger, vielleicht auch kryptofreundlich ist. Es hängen so viele Arbeitsplätze dran inzwischen, dass sich auch die Amerikaner es nicht erlauben können, das zu Mhm. bannen. Also es ist Ja, wirklich, ähm, da wirkt irgendwann Marktwirtschaft und Lobby. Es gibt einfach eine große Industrie, die da dranhängt. Und ganz ehrlich, wenn die schlauesten Leute, oft sind ja sehr schlaue Leute in Krypto, wenn die das Land verlassen, dann hat man sich halt einen Bärendienst geleistet. Und so dumm sind die Amerikaner dann auch nicht, dass es nicht verstehen und da einlenken werden. Das ist meine Meinung. Die Amerikaner sind eine große Nation, die wollen es bleiben. definitiv. Und ich denke mal, wenn es hart auf hart kommt, dann werden sie sich eher dafür entscheiden, die Leute halt im Land zu lassen und Optionen zu schaffen, als zu sagen: „Hey, dann geht doch nach China“, weil ja, dann ne, ich meine, dass USA und China da nicht so gut sind, das wissen wir, glaube ich, alle. Von daher denke ich mal, haben wir da doch recht gute Chancen jedenfalls. Übrigens erst mal für jeden da draußen, der hier mit dabei ist, erst mal 'n fettes, fettes Danke. Wir sind fast die ganze Zeit knapp bei 100 Zuschauern live. Also, echt Respekt auch für die Leute, die im Chat dabei sind. Sehr, sehr schön. Falls ihr noch nicht den Stream geliked habt, macht das mal sehr gerne. Dann sehen das nämlich noch mal 'n paar mehr Leute, für den Algorithmus. Und jetzt würde ich sagen, starten wir auf jeden Fall noch ein paar Fragen durch. Ein paar habe ich auf jeden Fall noch. Ich denke aber, wir werden auch dann relativ bald, also beziehungsweise 20, 30 Minuten in etwa, dann hier auch, den Laden zumachen. Aber, ich habe, wie gesagt, noch ein paar Fragen und eines davon auf die nächsten 1 bis 2 Jahre betrachtet, wo siehst du mehr Potenzial für, also, sage ich jetzt mal so durchschnittlichen Umsatz, Vivi oder Omi? Ach so, ne, warte mal, die Frage hatten wir, glaube ich, schon, ne? Ähm, ja, Altcoins, Ethereum oder sowas im Vergleich. genau, genau. Ja, ja, also wenn man jetzt das ich hoffe, der Disclaimer läuft da unten durch. Ja, ja, Also haben für wir mich alles. das beste Chancen-Risiko-Verhältnis ist Ethereum. Und das war auch schon Mhm. mal meine Investmentthese. Ich bin ja dann nach Bitcoin relativ den ersten Zug verpasst und dann in 2018, Ende 2018 dann von Bitcoin mehr oder weniger dann mehr in die Ethereum-Welt geswitcht. Und Ethereum hat jetzt halt diesen Vorteil, dass diese ganzen Projekte, die auch auf Layer 2 laufen, die bringen ja alle Fees auf Layer 1. Also egal, also Ethereum ist eigentlich das Netz, das die Blockchain, die immer gewinnen wird. Ja, da ist das Mhm. der meist Total Value locked. Die Leute wollen Ethereum nah bauen und wenn IMX erfolgreich wird, dann ist das auch gut für Ethereum. Und das ist so meine Basisthese, dass also man mit Ethereum oder mit Ether ein sehr gutes, ist jetzt auch deflationär und man kann 5% durch Staking verdienen. Also ich meine, ganz ehrlich, es ist eine tolle Value Proposition, auch jetzt mit Risiko-Rendite verhältnismäßig. Und das heißt aber nicht, dass jetzt gerade in dem Altcoin-Bereich, wenn der Bullmarkt sich jetzt bestätigt, alles, was da drunter ist, natürlich
große Renditen hat. Wenn man jetzt einfach nur mal auf die Zahlen schaut, und ich habe es jetzt nicht für alle Projekte im Kopf, aber Vivi müsste sich jetzt Omi müsste sich ja für 20-fachen, um wieder auf All-Time-High zu kommen oder für 15-fachen. Und viele andere Projekte vielleicht nur noch verdoppeln oder verdreifachen. Und die sind ja auch, also ob es jetzt die Central Land oder Sandbox ist, die 100 User pro Tag haben. Das sind ja auf dem Papier jetzt keine erfolgreichen Projekte als Vivi oder Ecomi. Und das heißt also, natürlich hat man nur anhand dieser Zahlen ein sehr hohes Potenzial mit dem Token. Wenn da jetzt nichts mehr schief geht, wenn man vielleicht nochmal irgendwann mal eine bessere Börsenlisting bekommt, dann müsste schon einiges schief gehen, was natürlich passieren kann, dass man mit dem OMI-Token nicht outperformt. Das ist so meine Meinung. Okay. Genau, wie gesagt, ne, was Dr. Profit hier sagt, keine Finanzanlageberatung. Ich habe es hier unten auch nochmal stehen für die Leute, ja, die nicht lesen können, habe ich hier nochmal gesagt. Eine Frage, die auch relativ häufig kam und wo viele Leute auch sagen, hey, oder einfach gesagt haben, hey, wie siehst du das, ist Langfristigkeit. Wo denkst du, könnte Vivi in 5 bis 10 Jahren stehen, deiner Meinung nach? Das ist eine interessante Frage. Ich habe jetzt natürlich ich kenne keine internen Pläne und kenne jetzt auch nicht die neuen Verticals. Ich glaube erstmal, dass der Bereich extrem groß ist. Und mir würde es quasi reichen, wenn Vivi der beste Spielzeughersteller wird. Und gewisserweise sehe ich diese Figuren auch als Spielzeug und die können kann man tatsächlich vielleicht auch in Spiele einbauen. Und natürlich gibt es Music, Sports, es gibt alle möglichen Verticals. Ich würde mich nicht darauf verlassen, dass die jetzt in allen Verticals die Nummer 1 werden und so ein Wholesale Walmart oder Amazon am Ende werden. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn die diesen Bereich dominieren. Und wenn ich jetzt einen Forecast mache, dann fokussiere ich mich tatsächlich erstmal nur auf den aktuellen Collectibles-Bereich. Man darf ja auch nicht vergessen, Physical Collectibles ist ein 300 Milliarden Markt weltweit. Jedes Jahr werden so 300 Milliarden Physical Collectibles verkauft. Das heißt, wenn man davon ausgeht, dass diese Collectibles in Zukunft mehr oder weniger digital werden oder irgendwann haben sie einen 10% Market Share, irgendwann haben sie einen 50% Market Share, irgendwann haben sie, wer weiß, 100% Market Share. Das heißt, da ist ein Riesenmarkt und wenn man den dominiert, ist das für mich als Vision, damit haben die dann wirklich einiges geschafft und damit dürfte man sehr zufrieden sein. Natürlich gibt es nochmal ein paar Hoffnungen hier und da, dass es darüber hinausgeht in andere Bereiche. Ich meine, das Positive, was man ja wirklich sagen muss, was die IPs angeht, wenn man sich mal anschaut, also der Umsatz, ne, der auch physisch einfach umgesetzt wird, da sind ja viele große Firmen dabei, wie Disney, die dann ja noch mal mit ihren Subbrands, Marvel, Star Wars und so weiter und so fort. Und ich meine, wenn man allein mal das nimmt, was auch Vivi schon ist von den IPs, dann haben die jetzt schon so eine unfassbar gute Stellung. Und wenn sich das wirklich mit dem Digitalen langfristig auch durchsetzt, ich meine, die haben halt Disney direkt am Hörer Ja, und beziehungsweise Disney liefert ja auch schon bei Vivi. Und ich gehe auch davon aus, dass wir Disney Phygital sehen können in diesem Jahr oder halt schon, von einem ja. Subbrand oder so. Und ich meine, das ist, wie du schon gesagt hast, ich meine, das ist ein Milliardenmarkt. Und selbst wenn sie Mhm. davon nur 5 bis 10% haben würden in Zukunft, wäre das schon unfassbar viel. Also, Ja, ne, ja, da ist einfach unfassbar viel möglich auch in den kommenden Jahren. ja. Also ich habe jetzt die Zahlen nicht parat, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Primärmarkt vielleicht 100 Millionen im Jahr ist, vielleicht auch nur 50, ja, also jetzt, was jetzt Mhm. Vivi umgesetzt hat und dann der Sekundärmarkt umso größer. Aber und genau dieser Markt könnte auf 100 Milliarden wachsen. Also ich sage jetzt mal der Markt, ja, und dann kann man sich überlegen, Market Share von Vivi 20%, ja, vielleicht machen die irgendwann mal 20 Milliarden im Primärmarkt von Mhm. digitalen Collectibles. Das ist jetzt natürlich eine Moonboy-Prognose, aber das zeigt einfach, dass es reichen würde, wenn sich ein Market Share da sichern, auch wenn er nur 5% groß ist. Mhm.
Apropos Moonboy, würdest du dich persönlich selber als Moonboy bezeichnen? Nur so als Frage. Ja, ich meine, natürlich komme ich wahrscheinlich so rüber. Ich, ich das ist 'ne gute Frage. Ich, versuche ich bin halt extrem, convicted, ja. Und ich war früher von Bitcoin extrem, überzeugt. Ich war dann von Ethereum sehr überzeugt, von Chainlink, von Aave, ähm, ähm, weil ich tiefer gehe in der Analyse, und mich vor allem auf das Team am Ende verlasse, wobei ironischerweise mit Bitcoin obwohl, wir haben 'n Bitcoin Ja. Core Team. Trotzdem war da immer diese Zuversicht, dass man setzt eigentlich irgendwie auf 'n Team, ja. Und in der Z der also, ich finde, da sprechen eher die Fakten dafür. Die haben's als Start-up geschafft, über 'ne Milliarden Umsatz zu machen. Das ist schon 'ne echt tolle Story, sind 'n Unicorn, würde ich jetzt mal sagen. Ich weiß jetzt nicht, was die letzte Bewertung war, als da noch mal VCs rein sind. Und, ich versuche das realistisch zu sehen. Natürlich ist, sage ich mal, meine Vision, was das werden kann, Moonboyish, Mhm. während das, was sie geschafft haben, finde ich, hohe Anerkennung verdient. Und dazu muss man kein Moonboy sein. Vater würden jetzt das Gegenteil behaupten aber die Fakten erst mal auf 'n Tisch gelegt. Es ist extrem viel erreicht worden, wie eine Firma hat aus nichts diese ganzen Brands, bekommen, Copycats haben's mit 50 bis 100 Millionen nicht geschafft. Also, Fakt ist, dass die von 0 auf 1 Milliarden gegangen sind. Da bin ich kein Moonboy, aber wenn's um Prognosen geht, ja, da lasse ich mich gerne mal in diese Kategorie einstufen. Okay, das ist ja auch gut zu wissen. Ähm, eine Frage, die jetzt noch so 'n bisschen zwischengestellt wurde, die mich persönlich auch sehr interessiert, ist: Wie siehst du das mit den sehr oder relativ hohen Payout-Fee? Du selber ich weiß nicht, ob du schon selber mal ausgezahlt hast oder nicht, Niemals. aber bitte? Niemals. Niemals. Ni ja. Okay. Irgendwann vielleicht in Krypto? Kommt so was für dich in Frage? So, ich habe 'ne langfristige, View und klar, wenn da irgendwann mal jetzt die Mhm. Preise auf dem Niveau sind, wo ich mir das vorstellen würde, dann, also, für mich ist Crypto Payout oder Omi to NFT war das die überhaupt einzige Möglichkeit, an Payout zu denken, weil ich will das Geld nicht irgendwie auf 'n Bankkonto schicken oder so was. Mhm. Also, für mich war das eigentlich vollkommen unspannend, dieses Payout-Thema. Das hat ja 'n Jahr lang oder 2 Jahre lang die WW-Community, beschäftigt und für mich war eigentlich das Thema: „Wann kommt Omi zu NFT?“, ja. Und das hat mich sozusagen überhaupt nicht Ja. tangiert, dieses Payout-Thema, weil ich mal 'ne längerfristige Vision habe und ich tatsächlich nicht auscashen will Fiat. in Fiat. Ähm Ähm, ja. wie findest du trotzdem die Gebühr von 10% jetzt mal abseits davon? Findest du das zu hoch oder ist es in Ordnung deiner Meinung nach? Finde ich fair. Ich würde ja Folgendes machen, langfristig könnte ich sogar Richtung 0 oder 5% von mir aus gehen. Jetzt ist es ja, durchaus berechtigt durch die Apple Tax, ja. Apple Mhm. nimmt ja 30% der Einnahmen und, ich hoffe mal, dass es irgendwann mal ganz ehrlich teurer sein wird. Also, die sollten dann 'n Gem für 1,30 $ verkaufen. Und dann im Gegenzug kannst du und es gibt natürlich die Web-App, wo man das jetzt ohne Apple Tax kaufen kann. Und ich glaube, da brauchen die noch mal so 'n, sage ich mal, so 'ne Overhaul von der Webseite, dass es, äh, klarer wird und dass die Leute dann wissen: „Okay, wenn ich das jetzt über die Mobile-App kaufe, werde ich halt bestraft.“ Ich habe das, glaube ich, bei HRO so gesehen. Da war das klar, wenn ich da 1 $ kaufe, zahle ich halt die Apple Tax obendrauf, ja. Und, solange es die noch gab und mehrheitlich auch, so das Geld in die App reingekommen ist, finde ich das aktuell tatsächlich fair, 10%, Payout-Fees zu haben. Okay, alles klar. 'Ne Frage, die relativ kritisch ist und die jetzt so 'n bisschen random vielleicht auch reinkommt hier, ist: Warum glaubst du an die Zukunft von Vivi, wenn sie Monate für eine Suchleiste brauchen, die nur halb fertig ist und Features Wochen brauchen, die eigentlich nur ein paar Zeilen Code sind? Ist natürlich 'ne relativ provokante Frage, aber Ja, ich nichtsdestotrotz, meine, wie siehst du das das? gehört zu diesem, sage ich mal, faire Kritik, ja. Mhm. Also, ich würde auch sagen, dass man insbesondere wenn man die richtige Daten hat, gibt's inzwischen gute Anbieter,
wo man sich Suchdienstleistungen einkaufen kann, sowas wie Algolia. Ich vermute, weil ich es nicht weiß, das sind einfach Prioritäten, die irgendwo gepusht worden sind. Also ich sage auch mal, man sollte das auf gar keinen Fall feiern, dass es jetzt eine halbwegs vernünftige Suche gibt. Ich weiß jetzt nicht, ob man die jetzt als halbwegs vernünftig bezeichnen kann. Das hat lange gefehlt. Äh, ich kenne keine Interne, um das zu entschuldigen, aber ich gehe davon aus, dass es Prioritätenverschiebungen gab. Vielleicht wollte man die Version wechseln und man hat das nochmal nach hinten geschoben. Ich kann hier nur spekulieren, Hm. aber ich kann bestätigen, dass es eigentlich jetzt nicht ein technisches Drama ist, eine neue Suche entwickeln, aber ich kann es mit Prioritäten Hm. versuchen zu erklären. Ja. Okay. Ja gut, aber das ist ja immerhin schon mal etwas, wo also, es ist ja immer auch interessant anzuhören, wie du das einfach auch siehst, ähm, weil das sind ja schon so ein paar berechtigte Kritiken, wo man sagen muss, also, eigentlich kann das nicht wirklich sein, dass hier da so eigentlich gefuscht wird bei sowas Simplem, sage ich jetzt mal so. Aber, Mhm. ja, ich denke, ne, wie wir es auch eben schon hatten, wir wissen halt auch nicht alles, was in der Firma passiert, sei es, dass irgendwelche Sachen gehackt werden oder Prioritäten halt neu gesetzt werden müssen, weil, was weiß ich, der Licenser dann irgendwie doch noch mal was anderes möchte und dann man Ressourcen verschieben muss. Im Endeffekt wissen wir das leider nicht. Genau. Ja, ja. Wie siehst du denn aber wir sind eben schon mal beim Thema NFTs gewesen. Wie siehst du denn allgemein die Akzeptanzgewinnungen also, von der normalen Bevölkerung? Wie kann man sie dazu bringen, sozusagen von „Wir hassen NFTs“ zu „Wir lieben NFTs“ zu schwenken? Ne, wir hatten eben das schon, dass du gesagt hast, dass man das einfach den Leuten so 'n bisschen unterjubeln muss im Prinzip, dass sie nicht merken, dass sie das eigentlich nutzen, diese Technologie. Würdest du da Ja. mit dieser Frage auch mitgehen, oder? Ich würde es genau mit dem so beantworten. Also es ist nicht Aufgabe von uns, Leute davon zu überzeugen. Ich erinnere mich, am Anfang gab es noch oft das CO2-Argument und seitdem jetzt spätestens, und IMX hat das schon negiert, das Argument, weil die ja eigentlich viel effizienter sind. Und jetzt ist noch Ethereum auf Proof of Stake. Also das Argument ist quasi komplett weggefallen Ja, ja. mit, dass da jetzt CO2 verschwendet wird oder produziert wird. Und also was technisch gesehen stimmt, und es stimmt übrigens auch für jede Google-Suchanfrage, wird CO2 produziert, also, wenn man das umrechnet. Und insofern ist das Thema schon mal so ein bisschen zum Beispiel mal aus dem Fokus gerückt mit dem Carbon Footprint. Ähm, Ich würde jetzt mir nicht als Aufgabe stellen, die Leute versuchen davon zu überzeugen, dass NFT das große Ding ist. Sie müssen selbst erleben, was das bedeutet. Ich finde nach wie vor Augmented Reality den perfekten Gateway, dass die das erleben können. Und dann werden sie auch irgendwann feststellen, dass man sieht, ob was authentisch ist. Also es gibt kein Fraud. Die werden im Laufe der Zeit diese Leute die Vorteile verstehen. Und ich setze da einfach auf die Zeit und ich habe Zeit. Also insofern Mhm. sehe ich das nicht als meine Aufgabe an. Und ich vermute, dass jeder am Ende das irgendwann mal miterleben wird, äh, dass es keine Fälschung zum Beispiel gibt. Und dann werden sie verstehen, was das für einen Vorteil hat. Ja. Mhm. Okay. 'Ne Frage doch aus dem Chat, die mich hier gerade erreicht hat, die ich ganz gut fand. Wie war denn eigentlich das Essen mit David Yu? Also, du hast ja eben schon 'n bisschen angeteast, dass es eigentlich ganz nett war, auch mit David. Aber so insgesamt, wie Wir sind in 'ne Steakhouse essen gewesen und ich würde mal sagen, er kam mit seinem Sohn und Dan David war da, Gruppe von 10 Leuten, sage ich mal. oh, Und ich war sehr freundliche Atmosphäre. Wir haben versucht, den Fokus auch ein bisschen auf Ron Englisch dann so ein bisschen weil es ging ja um sein NFT, ne, mhm, das ich gekauft hatte. Und ich will nicht sagen, dass es am selben Abend gab es noch ein WW-Treffen und keiner wusste, wer ich bin. Ich habe das auch nicht bekannt gegeben. Ich glaube, die mhm, Leute haben dann versucht zu gucken, wer ist hier Dr. Profit, und ich glaube, es ist jetzt am wenigsten gelungen, das zu dechiffrieren. Es war ein witziger Abend. Ich erinnere mich jetzt nicht an eine bestimmte Sache, die erzählenswert ist. Ich habe das physikalische Objekt bekommen
Und der hat dann noch drauf unterschrieben. Ich glaube, der David hat mir gesagt, jetzt kannst du jetzt für $10.000 verkaufen oder sowas. Ja, aber ich muss sagen, ich finde das Bild auch echt cool. Also, muss man wirklich Ja, sagen. ja. Also Wo hängt das der jetzt bei dir, das physische Collectible? ne, also ich habe, ich habe das nicht das Bild Ach als so. physisch, Collectible. Ich habe so 'n, ich habe jetzt den Namen nicht. Ich habe so 'n 3D-Print von einer Serie von ihm bekommen. Okay. Und das Bild selber, ja, das, hängt ja inzwischen als Kopie in dem im Viviverse. Das war auch 'ne witzige Diskussion, dass die Leute gesagt haben, das muss man sich ja mal im Klaren machen, ne? Ich meine, im Endeffekt, der Administrator von einem Metaverse kann ja alles hinhängen, was er will, ja? Und solange Mhm. das im Beta-Stadion ist und die das Bild in ihrem Test Ding hängen haben, ist ja noch nix Schlimmes passiert. Ich würde es denen übrigens auch als Leihgabe geben, also hat auch schon angefragt. Und, wenn also, das machen ja viele Leute, dass sie ihre Gemälde dem Museum zur Verfügung stellen, damit die ja 'n Wert gewinnen. Und, das wird dann irgendwann bestimmt auch so geregelt, dass das nur einer haben kann, ne? Mhm. Dass also entweder vielleicht das und dann hat's jemand und kann's aufhängen oder ich kann das bei mir aufhängen. Ich glaube, du hast ja tatsächlich auch schon ein physisches Bild, wenn ich mich nicht ganz irre, oder? Genau, also diese Katze, Mhm. ähm, ich habe jetzt grad den Künstler vergessen. Aber ich glaube, ich Genau. weiß, was du meinst. Wo hängt das bei dir? Hängt das im Büro oder zu Hause Ich irgendwo? habe, genau, ich habe, im Homeoffice habe ich das. Okay. Genau, das habe ich damals auch, ausgehändigt bekommen. Also, das hat der David aus, Neuseeland Mhm. nicht sich schicken lassen oder irgendwoher schicken lassen. Das kam dann im Hotel an und hat's Okay. mir dann auch übergeben, ja. Sehr schön. Ich habe jetzt noch 2 Fragen, beziehungsweise ich habe noch ein paar mehr, aber die sind eher so ein bisschen kryptospezifisch. Da es jetzt aber so von der Zeit auch ein bisschen rennt, würde ich sagen, wir machen noch 2 Fragen und vielleicht, wenn du willst, noch eine aus dem Chat hier. Mhm. Ähm, Die erste war so ein bisschen, du hattest mal im Chat, glaube ich, im Vivi Deutschland Chat vor 2 oder 3 Monaten mal gefragt, wer denn ich weiß es nicht mehr genau, wie du es geschrieben hattest, der größte Vivi-Supporter oder der bullischste hier aus der Gruppe ist. Warum hattest du das gefragt? Hattest du da irgendwas vor oder da haben sich ein paar Leute gefragt, was damit geworden ist? Ach so, ja, ich ich habe ich glaube, da war relativ viel FAT und, ich habe mich aus 'n paar Telegram-Gruppen verabschiedet und habe dann, ich meine, 2 oder 3 deutsche Teilnehmer in meine, Positivity-Gruppe eingeladen. Das war da Ah, eigentlich der Hintergrund. Und ich wollte natürlich nur Bullen, drin haben, weil ich mich nicht mehr um FAT kümmern wollte. Ja, das bringt mir ach nix. so, okay. Aber ist ja interessant. Sehr schön. Ist jemand dabei, den du noch vom Namen kennst, der da in der Gruppe drin ist? Karo auf jeden Fall. Okay. Sehr gute Wahl. Ja, das andere ist, was ich öfter im Chat gesehen habe, ist, was ist eigentlich mit dieser App geworden, die du releasen wolltest? Ist das Common Ground oder ist das was Common anderes? Ground, ja, ja, ja. Ach so, okay. Äh, also, das ist 'n Projekt, wo ich mich so 'n bisschen involviert habe, und, die machen jetzt grad so 'n also, da ist jetzt so 'n bisschen Pivot am Gange. Also, die ersten, sage ich mal, Entwürfe waren relativ Web3-lastig. Also, man muss sich zum Beispiel tatsächlich nur mit MetaMask melden oder 12, Wörter merken oder aufschreiben. Und das war so 'n mehr, ich sage jetzt mal, wie so 'n Discord-Ersatz. Also, man kann 'ne Community machen, man kann die Token gaten und so weiter. Also, das ist, hat extrem viele Vorteile in Zukunft, diese Technik, die sie da aufgebaut haben. Allerdings, hat sich jetzt die Richtung 'n bisschen geändert. Also, es wird jetzt einen mehr an, sage ich mal, Facebook-Groups slash Twitter, Livestream, und Telegram-Chat, ändern. Also, es ist 'n bisschen mehr auf Mobile gegangen und die erste Connection, die man machen wird, also, kurze Antwort ist, sie wird wahrscheinlich im Juni irgendwann mal released, aber auch die haben immer mal wieder Verzögerungen gehabt und dann wird das 'ne Mobile-App. Es wird eine, wo man sich mit E-Mail und Passwort anmelden kann. Eventuell wird's 'n direktes Wavi-Branding geben, wo man dann als Home-Community Wavi hat. Aber im Endeffekt ist das 'ne offene
App, wo man mit Token Gating, das heißt, man kann sagen, ich möchte nur mit Leuten reden, die mindestens 10 WW Collectible haben, wenn die das nicht haben, dürfen die mich nicht anschreiben oder sowas. Oder also es wird so die Richtung hat sich ein bisschen geändert. Die Technik dahinter ist exakt die gleiche, aber das Layout sieht jetzt tatsächlich komplett anders aus. Und dieser Pivot hat jetzt ein bisschen gedauert. Also Hm. im Juni ist jetzt so die Erwartungshaltung, dass da was kommt. Okay. Ja, ich habe es ja selber schon auch getestet. Du hattest mich ja damals schon eingeladen. Mhm. Muss sagen, ich fand es hat so ein paar Sachen haben leider nicht so ganz funktioniert, so, zum Beispiel KYC beziehungsweise das im Ja, Face-Scan. ja. Das war halt, 'n bisschen doof, aber Ja, so das Grunddesign fand ich wirklich interessant. Also, zwar mich wird hat sich das so 'n nicht viel bisschen ändern. Es wird sich nicht viel ändern, ja, außer dass es mehr mobile-friendly wird und mhm, dass der erste Kontakt tatsächlich, also wenn du dich anmeldest, tatsächlich E-Mail-Passwort ist, weil wir würden so viele Leute bei der Conversion verlieren. mhm, Und ich will es auch im zweiten Schritt, das war ja noch nicht aktiv, dass man es mit einem WW-Account assoziieren kann. Und die Assoziation wird relativ einfach funktionieren, weil die Leute schon gefragt haben, oh, ist das sicher oder nicht? Wir fragen die Leute einfach, dass sie ein Collectible zu einem Random-Preis listen, also mhm, den wir vorgeben. Der kann von mir aus 8 Stellen haben. Wenn wir das Listing im Markt sehen, dann wissen wir, okay, das ist die Wallet, du hast 100 Collectible. mhm, Und dadurch können wir die 1:1 Assoziation machen. Und das heißt, jeder User dann auf der App, wir wissen dann, wenn er es publishen will, sein WW-Username und er kann auch zeigen, wie viel Collectibles er hat. Also wird wie so eine kleine, wie ich sagen, auch Seite, wo du zeigen kannst oder dass du von mir aus, wahrscheinlich haben wir Badges, dass du Disney Gold Moments hast oder wie auch immer. Also da ist noch relativ viele Fragen offen. Aber man soll dann quasi direkt sehen, mit wem man es zu tun hat. Und ich weiß nicht, ob du das Problem hast, aber Leute schreiben auf Telegram an, man weiß nicht, wie die Person auf ja. Twitter heißt oder was der Username da ist. Und in gewisser Weise wird das Problem beseitigt, weil du eigentlich alle Accounts damit verknüpfen kannst. Und es wird auch im Optimalfall einfach wie so ein Telegram-Chat funktionieren. Also es wird auch einfach als ein normaler Social Chat. Ich würde sagen, es ist mehr ein Social Network, aber es wird mehr dann als Social Chatting App advertised. Ja, aber ich muss sagen, ich fand das echt spannend. Also, es hat mich so 'n bisschen vom Design so 'n bisschen an Discord erinnert, aber im positiven Sinne. Und, ich bin auf jeden Fall gespannt, was daraus noch wird. Halt uns da gerne aufm Laufenden. Also, ähm, ich nehme Ja. das auch gerne mal in 'nen Video mit rein oder so was, und werde Mhm. das mal promoten, weil ich finde Okay, ja. die Idee und das, was du da vorhast, auf jeden Fall auch echt interessant. Und ich denke, das könnte auch 'n positiver Mehrwert hier auch für die Community sein. Und absolut apropos positiv mein Gott, apropos positiver Mehrwert. Also, ich sehe auf jeden Fall wirklich sehr, sehr viele Leute auch im Chat, die schreiben, dass es wirklich 'n sehr, sehr gutes AMA war. Also, erst mal vielen Dank bis jetzt auf jeden Fall an dich. Wir hätten jetzt, wie gesagt also, ich habe ja gesagt, eine Frage, beziehungsweise ich weiß nicht, wärst du auch bei 2 Fragen noch dabei? Weil ich Ja, fand die 2 Fragen waren schieß ganz los. spannend. Okay, eine Frage ist: Was denkst du über den asiatischen Markt? Was für 'n Einfluss könnte das auf Vivi haben und wie groß siehst du da die Chancen, dass die Adaption auch in Asien, einfach auch passiert in den kommenden Monaten oder Jahren? Ähm, also ich glaube, dass man, wenn man einen Markt in Asien erobern will, dann muss man es richtig machen, also auch mit Budget. Also die App muss natürlich vollständig übersetzt werden. Das heißt auch, dass ab sofort alle Pressemeldungen japanisch oder koreanisch oder Mhm, Mandarin laufen müssen. Ich glaube, der chinesische Markt ist wahrscheinlich von den Auflagen her der schwierigste, aber ich könnte mir vorstellen, dass es da ein paar Low-Hanging Fruits gibt mit, ja, ich denke mal, Japan und Korea. Das sind sehr kaufkräftige. Machen wir es mal so, ich will es in meinen Hoffnungskatalog nicht aufnehmen. Wenn das kommt, müsste das eigentlich einen riesen Boost geben, weil ich glaube, dass die Asiaten sind uns eigentlich extrem voraus, was Virtual Reality und so angeht. Und wenn die auf den Geschmack kommen würden, dann dürften sich die Floorpreise extrem anpassen, sage ich mal. Wahrscheinlich muss man dann Ultraman kaufen oder sowas, ja. ja, viele spekulieren ja wirklich darauf. Also, ich glaube zum Beispiel WC Enter hat da echt einige Ultramans, ich will gar nicht wissen, wie viele, Mhm. aber, da sind ja schon echt viele, viele am Vorsorgen genau für diesen Moment. Ich hätte Aber es jetzt würde
sehr positiven Effekt haben und ich hoffe natürlich drauf. Also kurze Antwort. Ja. Hast du Ultramans, oder sagst du so, also ein paar habe ich, Och, ja, aber ja. Ich habe auf jeden Fall ein paar. Ich müsste mhm, jetzt lügen und ich wüsste jetzt nicht, wie viel. okay. Ich habe eine sehr schöne Abschlussfrage, die mich persönlich auch interessiert. Was ist dein persönliches Lieblings-Collectible eigentlich auf der App? Ich würde es ja gern fast schon, 'n paar nennen. Ich glaube nicht, dass Okay. ich jetzt sagen kann, ich habe natürlich die größte Conviction, für die Partner-Statue, weil das ist halt 'ne Double First Appearance. Ja. Das geht nie wieder, das wird wahrscheinlich nie wieder geschlagen werden. Das ist so First Appearance, so witzig es klingt, Walt Disney und First Appearance Mickey Mouse, ja. Das, und also, wenn man in meinen Disney-Park geht, da ist überall diese Statue. Es gibt viele, ähm, ähm, Physical Collectibles, die du da kaufen kannst, ob es 'n Mhm. Schlüsselanhänger ist oder so was. Also, das geht meiner Meinung nach, also, weil grad auch Disney das größte Fandom ist, ja, glaube ich, kann man das von der Bedeutung her nicht schlagen, ja. Okay. Aber equally, ich finde, den Todd, ich finde auch den Risso und den Spider-Man und Darth Vader. Also wenn ich jetzt 5, und ich muss mal überlegen, ob ich das vergessen habe, 5 Collectibles nennen würde, dann wären das die Collectibles, wo man meiner Meinung nach Risso mit Abstrichen, aber die First Appearance, also Todd, dann Spider-Man und Darth Vader, der größte Villain aller Zeiten, ja. Ja. Ähm, äh, Das kann man nicht schlagen. Da kann nie wieder was rankommen, ja, also zumindest in diesem Disney-Universe, in dem Erweiterten. Und das heißt also, das ist schon mal für mich absolut gesetzt. Und klar, bei den Comics, ich bin jetzt ich höre anderen zu, wenn die sich über Mhm. Comics unterhalten. Ich bin jetzt nicht derjenige, der die Meinung verbreitet. Aber natürlich kann man jetzt erkennen, dass die teuersten Comics auch durchaus äh, die in der physikalischen Welt die höchsten Wert haben, natürlich die interessantesten sind mit First Appearance also Mhm. logischerweise Amazing Fantasy 15 und Marvel Comic Book 1 und Fantastic Four. Also da gibt es so ein paar Kult-Comics, die man einfach auch haben muss. Und da habe ich jetzt keine spezielle Präferenz. Ich finde, für einen großen Sammler gehören die alle ins Portfolio. Absolut. Ma eine Frage, die ich persönlich nur noch hätte: Wie kommst du auf Risso? Was ist für dich an Risso so interessant? Also, alle anderen kann ich absolut nachvollziehen, aber bei Risso dachte ich jetzt grade so: „Wieso Mhm. Risso?“ Also, weil er von der auch immerhin, also, er ist nicht mehr First Appearance, Mhm. aber jetzt ich stelle mir das jetzt so, bildlich vor. Also, ein guter Collector, ja, der will, wenn er schon den Todd McFarlane hat, ja, also First Appearance. Mhm. Und da wird es ein paar Leute geben, die wollen halt nicht jeder ein komplettes Set haben. Also, ich finde, es Mhm. hat auch einen Wert, das komplette Set zu haben. Und ich finde den übrigens, der Todd, der ist auch, finde ich, genauso attraktiv, finde ich, wie der Todd McFarlane. Aber er hat auch, ist ja der 01, ja, von der Mhm. Originalnummerierung, ja. Und er hat halt einfach der ist am scarcesten. Ja, also er hat ja nur 1700 Editions oder sowas, ja. Und es gibt keine 2000 Leute, die das komplette Set haben können. Ich kann mir vorstellen, dass das einen gewissen Kultcharakter hat, dieses komplette Set zu besitzen. Und dann wird halt der Risso der ja, die Mangelware sein. Das ist so meine Spekulation. Was ist da so die niedrigste Mint, die du hältst, weißt du das? Ach, Donny, würde ich sagen, wahrscheinlich. Aber oder jetzt auch das Auf Risso jetzt Amazing, bezogen. den niedrigsten Mint. Ja. Ich habe den 15er. Also ich Ah, habe also den tatsächlich, ja, ich habe einen, der unter der 16 liegt. Der ist, glaube ich, über 2 Hände in 2 Stationen in meine Hände gelaufen. Er ist einmal an einen User ausgezahlt worden, also ausgegeben worden, weil sein Account gehackt wurde. Und dann über 1 oder 2 Stationen an mich gelandet. nicht schlecht. Also, so 'ne Mint
Respekt. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Also, ich meine, für das erste Set, für so 'n Collectible Ich mega. habe auch das ich müsste mal schauen, ich habe eventuell ich meine die Nummer 18, von, das Set, also 18 oder 20. Ich habe mehrere Sets im Mhm. relativ niedrigstelligen Bereich von allen, Batmans, also von der Serie 1. Nicht schlecht. Da muss ich sagen, da würde ich sehr gerne, wenn du auf jeden Fall Lust hast, irgendwann auch noch mal 'n zweites Interview machen, denn die Leute haben wirklich also, ich habe jetzt die ganze Zeit auch den Chat hier immer links im Auge gehabt. Die haben unfassbar viele Fragen an dich. Deswegen Frage an dich: Könntest du dir's noch mal vorstellen, in, sagen wir mal, 2 Monaten oder so was vielleicht noch mal hier auf 'n Channel zu kommen? Ah klar, machen wir. Sehr schön. Dann, würde ich sagen, für die Leute, die auf jeden Fall hier ihre Fragen nicht losgeworden sind, ich sehe, es sind 'ne Menge Leute auf jeden Fall mit dabei. Seid nicht besorgt. Ich werde noch mal 'ne Runde machen oder ansonsten schreibt mir die auch sehr gerne auf Twitter, Instagram oder auch Telegram, dann nehme ich das mit auf für das nächste Interview. Und ansonsten kann ich mich erst mal bei euch da draußen herzlichst bedanken, und auch bei dir, Dr. Prophet, dass du dir heute Abend hier so lange Zeit genommen Danke hast, dir. über 90 Minuten jetzt schon hier. Hat wirklich Ich sehr, danke sehr viel Spaß gemacht. gleichfalls. Vielen Dank. Also, du warst 'n super Partner hier in dem Interview. Vielen Dank. Und in dem Sinne würde ich sagen, wünsche ich euch da draußen auf jeden Fall jetzt noch 'n wunderschönen Abend. Und ansonsten, ja, sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video oder auch im nächsten Livestream. Und willst du noch was zum Ende sagen? Ja, also, vielen Dank fürs Zuhören und, ich bin ja ab und zu da auch im deutschen Telegram und beantworte Fragen, wenn ich sie sehe. Aber vielen Dank fürs, Zuhören, ja? Sehr schön. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall da draußen, wie gesagt, einen wunderschönen Abend und wir sehen uns dann auf jeden Fall, wie gesagt, im nächsten Video oder Livestream. Bis dann, euer Captain. Bis Tschau, dann. tschau. Tschau, tschau.